gave him my blessing. Und nochmal, er war wirklich mein Freund und ich hätte ihn gerne in Chicago behalten, aber ich wusste, so ist es besser für das Reich Gottes und deswegen habe ich ihm meinen Segen gegeben. The second thing he'd tell you, it happened at an exponential conference. Das Zweite, was passiert ist, das geschah auf einer Exponential-Konferenz. And Bill Hybels was doing the closing session. He challenged people to come forward if they wanted to go and plant churches. Und Bill Hybels hat diese Abschlusssession gehalten und er hat Leute eingeladen, nach vorne zu kommen, wenn sie eine Gemeinde gründen wollen. And I was up there with Bill, and then pretty soon I saw my friend Troy coming down the aisle. Und ich war da auf der Bühne mit Bill zusammen und ziemlich bald sah ich dann Troy so den Weg herkommen zur Bühne. And it was him and Janet, and I was going like, oh man, it's going to happen. Und ich sagte, oh Mann, es passiert wirklich. And so I did. I got off the stage, and I went down there and hugged them, and then anointed them with oil and prayed for them, and again gave them my blessing. Und wir sind dann die Bühne runtergekommen, ich habe ihn umarmt, habe ihn mit Öl gesalbt und ihm einfach meinen Segen gegeben. And then the last thing that happened is, by God's really coordination, I was leading a large conference in Kansas City that same year. Und das Dritte, was passiert ist, Gott hat es so zusammengefügt, dass ich eine große Konferenz geleitet habe in Kansas City im gleichen Jahr. And so I brought Troy in to meet all the leaders there in the Kansas City area. Und dann habe ich Troy mitgebracht, damit er die ganzen Leiter da aus der Kansas-Gegend kennenlernt. And all of them agreed together to fund that brand new church plant. Und die haben sich abgesprochen, haben sich geeinigt, dass sie diese neue Gemeindegründung mitfinanzieren wollen. And so Troy went and started this new church, and we actually sent 20 people from Chicago with him, along with money, to go start this brand new church. Und als dann Troy losgezogen ist, dann haben wir 20 Leute aus Chicago mit ihm nach Kansas geschickt und das Geld, um diese Gemeinde zu gründen. Now Troy was smarter than I was when he started his church. Und Troy hat das schlauer angefangen als ich, als er seine Gemeinde gegründet hat. Because he started with 3 other people who were potential church planters. Denn er hat es mit 3 anderen Leuten gestartet, die potenzielle Gemeindegründer waren. And he brought them along with him so they could learn from him as he was launching his church. Und die hat er gleich mitgenommen, damit sie gleich lernen können, wie er seine Gemeinde gegründet hat. And so now Troy's been at that church for 5 years. They have 3 locations and about 1,000 people every Sunday. Troy ist jetzt ungefähr 5 Jahre an diesem Platz und sie haben jetzt schon 3 Standorte und über 1.000 Leute. Lots. Yeah. And what's been really amazing is now in the Kansas City area, there's about 25 churches that he works with, and now he's a network leader for those churches. Und was wirklich beeindruckend ist, in dieser Kansas-Gegend gibt es so 25 Gemeinden und Troy ist der Netzwerkleiter für dieses Netzwerk von Gemeinden. Now, I don't know exactly what this means in your context. Ich weiß jetzt nicht genau, was das in eurem Umfeld bedeuten würde. And don't let big numbers like that distract you. Und lass dich jetzt nicht so ablenken von irgendwelchen großen Zahlen. Lothar's going to come and kind of explain how a lot of this he thinks can work in a German context. Lothar wird ja noch eine Session haben, wo er erklärt, wie diese Dinge im deutschen Umfeld funktionieren könnten. But I do think this principle applies in every context. Aber ich glaube, dass dieses Prinzip in jedem Umfeld anwendbar ist. That there are people in your churches that God has big dreams for. Ich glaube, dass es Leute in deiner Gemeinde gibt, für die Gott große Träume hat. And he wants you to believe in them. Und Gott möchte, dass du an sie glaubst. And he wants you to invest in them. Und dass du in sie investierst. And he wants you to give them permission and your blessing to do great things. Und dass du ihnen die Erlaubnis und deinen Segen gibst, damit sie große Dinge tun können. I want you to think about those 3 people that you wrote down. Ich möchte, dass du über diese 3 Leute nachdenkst, die du gerade aufgeschrieben hast. Will you ask them to apprentice with you? Möchtest du sie bitten, deine Azubis zu werden? Make sure that you're giving them the right example by being spirit-led and missional and reproducing. Stell sicher, dass du ihnen das richtige Beispiel, das richtige Vorbild bist, indem du selber geistgeleitet, missional und reproduzierend bist. And then figure out what this leadership path looks like in your setting. Und dann finde heraus, wie dieser Leiterpfad in deiner eigenen Umgebung aussehen kann. What are the steps that you took to get to where you are? Was sind die Schritte, die du gebraucht hast, um jetzt da zu sein, wo du bist? And then draw it on a napkin and show it to them and say, hey, I would love to help you do this and even greater things. Und dann zeichne das auf eine Serviette, zeig ihnen das und sag ihnen, hey, ich möchte, dass du genau das machst und sogar noch größere Dinge. All right. Thank you very much. Vielen Dank. Guten Morgen. Good morning. It's already been great to be here. Es
Es war jetzt schon richtig großartig, hier zu sein. I've got the opportunity to spend some time with several leaders, and I have to say I'm really impressed with what God's doing. Und ich hatte schon die Gelegenheit, Zeit mit einigen Leitern hier zu verbringen und ich bin wirklich beeindruckt mit dem, was Gott tut. And I just sense that I think God's up to something special, even in this group right here. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Gott was ganz Besonderes vorhat mit euch hier als Gruppe. So just go ahead and tap someone in the back. They're giving a pat in the back and say, you can do it. So, jetzt dreh dich mal zu jemand um, hau ihm auf die Schulter und sag, du kannst es schaffen. You know, before we get going too, I'd like to acknowledge one group. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchte ich hier auf eine Gruppe mal besonders hinweisen. Can we just let's express our appreciation for the band? They have been terrific. I mean, Können wir mal unsere Anerkennung für die Band ausdrücken? Die haben wirklich einen guten Job gemacht. Super. All right, I want to pick up where we left off yesterday. Ich möchte jetzt da weitermachen, wo wir gestern Abend aufgehört haben. And if you remember, I gave you a simple but challenging kind of equation. Und vielleicht erinnert euch, ich habe euch eine einfache, aber herausfordernde Gleichung mitgegeben. And I'm going to ask them to go ahead and put that on the screen right now. Vielleicht können wir die nochmal sehen hier vorne. And if you remember, the simple but challenging to do equation is this: multiplying churches plus missional people equals a missional movement. Und die Gleichung lautet, multiplizierende Gemeinden plus missionale Leute gibt eine missionale Bewegung. And if you remember, we talked about yesterday, the reason movement is so important is because movement is how we accomplish the mission of Jesus. Und wir haben gestern darüber geredet, warum Bewegung so wichtig ist, weil Bewegung das ist, wie wir die Ziele von Jesus erreichen können. And maybe you're going, oh, okay, I get that. Und vielleicht sagst du, okay, ich habe das verstanden. But I've never really seen that. Aber ich habe es noch nicht wirklich passieren sehen. So I thought maybe this morning we'd have just a fun look at how to start a movement, and maybe you'll get a laugh. Und deswegen dachte ich mir, heute Morgen starten wir einfach mal mit einem kleinen Videoclip und vielleicht einem kleinen Gelächter dazu. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. That is how a movement is made. Das ist mal was hier. And it probably includes a lot of German beer. Und dafür braucht man wahrscheinlich eine Menge deutsches Bier. All right, I have a hunch that when Jesus, if we would have given Jesus a dream napkin, I think here's what he would have written on it. Wenn wir jetzt Jesus mal so eine Traumserviette geben würden, hier ist das, was ich glaube, was er da drauf schreiben würde. I think he would have said, you're going to receive power, and the Holy Spirit's going to come on you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Er würde drauf schreiben, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt.
When Jesus spoke those words, he was actually speaking right to his apprentices. Als Jesus diese Worte sagte, sprach er zu seinen Azubis. And I think probably you as Germans actually have better understanding of apprenticeship than we do as Americans. Und eigentlich habt ihr als Deutsche ja fast ein besseres Verständnis von Ausbildung, von Azubis, als wir Amis. And I like the word apprenticeship maybe better than the word discipleship. Und ich mag dieses Wort Azubi eigentlich besser als das Wort Jüngerschaft. In the States, when we talk about discipleship, it often only means what we know. Wir reden oft in den Staaten über Jüngerschaft, aber ganz oft geht es dabei nur um das, was wir wissen. And to be discipled usually means let's take another course, let's cram more content into our brain. Und Jünger sein heißt dann meistens nur, lass uns noch mal irgendwie einen neuen Kurs belegen und noch mehr Zeug in unser Gehirn reinstopfen. But apprenticeship is both the knowing and the doing, the preparation for a task ahead. Aber ein Azubi zu sein bedeutet sowohl das Wissen als auch das Tun von dem. And so what Jesus is doing, he's talking to all of his apprentices here. Und Jesus redet hier zu seinen Azubis. And I think he's also talking to each of us. Aber ich glaube, er redet auch zu jedem Einzelnen von uns. And I think he lays out in this simple verse here, here's my expectation of you as apprentices. Und ich glaube, in diesem einfachen Vers macht er uns klar, was seine Erwartung an uns als seine Azubis ist. And here's a very important thing we need to understand. Und hier ist jetzt etwas ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen. You will always reproduce who you are. Du wirst immer das wieder hervorbringen, was du selber bist. Let me just say that again, let it sink in. You will always reproduce who you are. Wenn du dich reproduzierst, wirst du das hervorbringen, was du selber bist. And so before we're actually ready to make apprentices, we actually have to be an apprentice of Jesus. Und bevor wir also in der Lage sind, Azubis auszubilden, müssen wir erstmal selber Azubis von Jesus sein. And so I want to spend just a few minutes taking a look at this text because I think Jesus lays out 3 expectations he has for his apprentices. Und deswegen nehmen wir uns ein paar Minuten, um diesen Text einmal anzuschauen. Und ich glaube, dass Jesus hier 3 Prinzipien rüberbringt, was es bedeutet, ein Azubi von ihm zu sein. And I think the first expectation he gives us there where he says, you'll receive power and the Holy Spirit comes on you, is that you will be a spirit-led apprentice of his. Und die erste Erwartung und Voraussetzung, die er für uns hat, er sagt hier, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Also die erste Voraussetzung ist, wir müssen geistgeleitete Azubis sein. And I think being spirit-led, that is the most critical experience for an apprentice of Jesus. Und ich glaube, dass geistgeleitet zu sein der entscheidende Punkt dabei ist, ein Jünger von Jesus zu sein. And that simply Azubi. comes back to this. It's hearing from God and then obeying. Und im Wesentlichen ist es einfach auf Gott hören und das tun. I mean, it really is as simple as that. Es ist so einfach wie das. And I tell the people at my church, if I had one wish for you, this would be my wish for everyone in my church. Und ich sage immer den Leuten bei mir in der Gemeinde, wenn ich einen Wunsch für dich frei hätte, das wäre mein Wunsch für dich. That every one of you would hear from God every day and then do what he says. Ich würde mir wünschen, dass jeder von euch jeden Tag von Gott hört und dann einfach tut, was Gott sagt. Because if we got that part alone right, that's enough to catalyze a movement. Denn wenn wir genau einfach nur diesen Teil haben, das reicht, um eine ganze Bewegung hervorzubringen. Let me tell you a story. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. When my daughter Amy was in preschool, there was a week or so where it felt like she was consistently just disobeying us over and over and over again. Als unsere Tochter Amy noch in der Vorschule war, da gab es so eine Woche, in der wir den Eindruck hatten, dass sie ständig uns nicht gehorcht. Immer wieder Now I nicht know gehorcht. all of you have perfect children, right? Ich weiß, ihr alle habt perfekte Kinder, richtig? Oh no. Oh. Aha. Well, for example, we would tell her turn off the television, and she would just sit there and keep watching the television and wouldn't obey us. Zum Beispiel sagten wir ihr, jetzt mach bitte den Fernseher aus. Und sie saß einfach da und hat weiter Fernsehen geguckt und hat uns nicht gehorcht. It was time for dinner. We'd say, go wash your hands, come to dinner, and she wouldn't do it. Und es war Zeit zum Abendessen. Wir sagten, geh bitte deine Hände waschen und komm zum Essen. Und sie hat es einfach nicht gemacht. During her little brother's nap time, she'd be talking really loud, and we'd say, no, you need to be quiet, and she'd just keep talking really loud. Und als ihr kleiner Bruder geschlafen hat, da war sie dabei richtig laut zu reden. Und wir haben gesagt, bitte rede leiser, weck deinen Bruder nicht auf. Aber sie hat einfach weitergemacht so laut. And so my wife Sue and I, we were growing increasingly frustrated. Und so meine Frau und ich, wir wurden immer mehr frustriert über sie. And we kind of started asking, why isn't she obeying us? Why isn't she listening to us? Und wir haben uns gefragt, warum gehorcht sie uns nicht? Warum hört sie nicht?
And as young parents, it was very challenging. Und das war für uns als junge Eltern echt herausfordernd. So I decided I was going to have kind of a heart-to-heart talk with my little 3-year-old. Und dann habe ich beschlossen, meine kleine Tochter mal ein bisschen zur Brust zu nehmen, so Auge zu Auge. Yeah. We have a saying at the Ferguson house, and it's this: obey the first time. Bei uns in der Ferguson-Familie gibt es so ein Wort, ein Sprichwort, das heißt, gehorch das erste Mal. So I thought I would start there. Und ich dachte, das ist ein guter Punkt, um damit anzufangen. And so I got down on her level. I got on my knees to look her eye in the eye. Und dann bin ich also so runtergekniet, um ihr in die Augen gucken zu können. And I began to talk to her about obeying the first time. Und dann habe ich mit ihr geredet darüber, was es bedeutet, schon beim ersten Mal zu gehorchen. But as I was talking, I noticed she was kind of like leaning into me. Und während ich so mit ihr geredet habe, habe ich bemerkt, dass sie immer sich so weiter vorgebeugt hat zu mir. And she said, Daddy, talk so I can hear you. Und sie sagte, Papa redet, aber ich verstehe nichts. Yeah, she said it twice. She said, Daddy, talk so I can hear you. Und sie sagte dann, Papa, rede doch mal so, dass ich dich verstehen kann. And all of a sudden it hit me Und auf einmal wurde mir was klar. that my little girl, couldn't actually hear me. Mir wurde klar, dass mein kleines Mädchen mich tatsächlich einfach nicht hören konnte. She couldn't hear the words that her father was saying to her. Sie hörte einfach die Worte, die ihr Vater zu ihr sagte, nicht. So we made an appointment with the doctor. Also haben wir einen Termin beim Doktor ausgemacht We took her to Dr. Nelson to have her hearing checked. und wir brachten sie zu Dr. Nelson, um ihr Gehör zu überprüfen. And they did what they call a tympanograph. Und sie haben so eine Tymponographie mit ihr gemacht. And what a tympanograph does is it measures the vibrations in the ear cavity. Und bei so einer Tymponographie, da werden praktisch die Schwingungen gemessen im Innenohr, ob das alles funktioniert. And the tympanograph came back just flatline. Und das Ergebnis war einfach eine gerade Linie. There were no vibrations in her ear. Es gab überhaupt keine Schwingungen in ihrem Ohr. And it meant that she was literally only hearing maybe 5 or 10% of everything that her mom and I were saying to her. Das bedeutete, dass sie tatsächlich nur 5-10% von dem gehört hat, was wir zu ihr gesagt haben. A flatline is like a flat line on an EKG where like if you have no heartbeat. So eine flache Linie, das ist wie beim EKG, praktisch so eine Nulllinie, wenn es keinen Herzschlag mehr gibt. But in this case, there was just no sound vibrations. Und bei ihr waren es eben, es gab einfach keine Schallschwingungen in ihrem Ohr. Well, fortunately, we were told that her ear was just full of fluid. Zum Glück haben wir dann herausgefunden, dass ihr Ohr einfach voll mit Flüssigkeit war. And then with some medication, it would be remedied, and it was. Und das konnte man dann mit Medikamenten wieder in Ordnung bringen. But this got me thinking about our own spiritual listening Aber das hat mich dazu gebracht, über unser geistliches Hören nachzudenken. and what it means for us to be spirit-led. Und was es bedeutet, für uns vom Geist geleitet zu werden. And I started thinking, well, what if a spiritual tympanograph came back from heaven on us and it was flatline? Und ich dachte mir, wie wäre das jetzt, wenn so eine himmlische Tymponographie vorgenommen würde und die wäre auch so Nulllinie. What if we discovered that we were actually only hearing maybe 5 or 10% of everything our heavenly Father was saying to us? Wenn wir jetzt rausfinden würden, dass wir auch nur 5 oder 10% von dem hören, was unser himmlischer Vater zu uns redet. And what a tragedy it would be if we got to heaven someday and God says, I was speaking, but you just weren't hearing me. Und was für eine Tragödie das wäre, wenn wir mal in den Himmel kommen und dann Gott zu uns sagt, hey, ich habe zu dir geredet, aber du hast mich einfach nicht gehört. See, my hunch is that for many of us it's not so much that we're willfully disobedient. It's just that we don't always hear God. Ich glaube, es ist nicht so, dass die meisten von uns einfach willentlich ungehorsam sind. Es ist nur öfter so, dass wir einfach Gott nicht hören. It's kind of like my daughter. She wasn't willfully disobeying me. Eben wie bei meiner Tochter. Sie hat nicht absichtlich mir nicht gehorcht. She couldn't do what her father was saying because she didn't hear her father. Sie konnte das nicht tun, was ich gesagt habe, weil sie mich einfach nicht gehört hat. And what if the one thing that keeps all these dreams that we have from happening is the fact that maybe we're just not hearing from the Father? Und ich glaube, ein Grund, warum diese ganzen Träume, die wir hier auf unserer Serviette haben, oft nicht zur Umsetzung kommen, ist, dass wir unseren Vater einfach nicht hören. Because I want you to know sometimes God will speak in ways that you least expect. Und manchmal redet Gott auf die Art und Weise, die du am wenigsten erwarten würdest. About 8 years ago, our church was going through a really tough financial situation.
So vor ungefähr 8 Jahren sind wir als Gemeinde durch eine wirklich schwierige finanzielle Situation durchgegangen. There'd been a really significant downturn in the economy. Das lag auch natürlich an der wirtschaftlichen Gesamtlage, die echt schlecht war zur Zeit. And our budget had fallen, thousands and thousands of dollars behind. Und wir waren mit unserem Budget Tausende von Dollars unter dem, was wir brauchten. And so I remember I called all our staff team together. So habe ich unser ganzes Mitarbeiterteam zusammengerufen. And I said, let's just take one day. We'll take a day of prayer and fasting just to listen to God about what we're supposed to do. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einen Tag Gebet und Fasten, wo wir einfach mal darauf hören, was Gott uns sagt, was wir tun sollen. And so all day Tuesday we prayed and we fasted over this as a staff team. Und so haben wir den ganzen Dienstag genommen, gebetet und gefastet und als ganzes Mitarbeiterteam. And then we got back together on Wednesday and we kind of assembled in a group, kind of like in this here. Und am Mittwoch sind wir dann wieder zusammengekommen, so als Gruppe, so ähnlich wie hier jetzt. And I just opened it up. I said, does anybody feel like they got something from God? Und ich habe dann die Versammlung eröffnet, habe gesagt, hat jemand den Eindruck, dass Gott zu ihm geredet hat? And at first it was just real quiet. Am Anfang war es einfach richtig still. And I think everybody kind of thought, well, you're the lead pastor. You should be getting something from God. Und ich glaube, dass irgendwie die meisten wohl gedacht haben, hey, du bist der leitende Pastor, du solltest was von Gott bekommen. But then a guy, kind of like right in the middle there, named Steve, who is our IT, information tech, IT director, spoke up. Und dann irgendwo so ein Kerl, so mittendrin in der Menge, Steve, der ist unser IT-Manager, der hat auf einmal angefangen zu reden. And he said, well, the one thing that I keep getting is that in the middle of this financial crisis, we're not supposed to shrink the vision, we're actually supposed to expand the vision. Und er sagte, das, was ich die ganze Zeit höre, dass mitten in dieser finanziellen Krise, dass wir nicht die Vision verkleinern sollen, sondern dass wir die Vision vergrößern sollen. And as the lead pastor, I was not thinking expand the vision then. Ich als leitender Pastor hatte damals nicht im Kopf, die Vision noch zu vergrößern. But as we began to talk about it together as a team, we began to sense that what Steve, the IT director, had heard from God was exactly what we needed to do. Aber während wir dann als Team darüber geredet haben, haben wir wirklich den starken Eindruck bekommen, dass das, was Steve gesagt hatte, genau das wäre, was wir tun sollten. And what really came to us is that we needed to actually pick one Sunday that instead of collecting money for us, the church, in faith, we would take all that money and we would just give it away. Und uns wurde dann klar, dass wir einen Sonntag nehmen sollen, wo wir nicht Geld sammeln für uns als Gemeinde, sondern alles, was wir an dem Sonntag einsammeln, dass wir das weggeben sollen. And so we announced the day that we would do it about 4 weeks in advance. Dann haben wir so 4 Wochen im Voraus diesen Sonntag angesagt. We told people we felt like this is what God had told us to do. Wir haben den Leuten gesagt, wir glauben, das ist das, was Gott vorhat mit uns. And so on that day, we had this big offering and we collected it all and Dann hatten wir counted it. dieses große Opfer an diesem Tag, was wir eingesammelt haben. And it was the biggest offering we had ever had in the history of our church. Das war das größte Opfer, was wir jemals in unserer Gemeinde eingesammelt haben. Which was kind of good. Das war ziemlich gut, ja. Because I knew we were going to give it all away. Denn ich wusste ja, wir würden das jetzt alles weggeben. But what happened is that ended up being the financial turnaround for the rest of the history of our church. Aber was der Fall war, das war der Wendepunkt in der finanziellen Geschichte unserer Gemeinde. And so now every year on the very first Sunday of our fiscal year, starting October, we take an offering called Celebration Generosity and we give away all the money to other causes around the world and in our community. Und seitdem tun wir an jedem ersten Sonntag von unserem Finanzjahr, das ist im Oktober, diesen Sonntag nehmen, wo wir Geld einsammeln und es weggeben. And over the last 8 years, we've now given away over $4 million. Und über die letzten Jahre konnten wir auf diese Weise mehr als $4 Millionen weggeben. And I think what God was doing was he was trying to grow us up into being a generous church. Und ich glaube, was Gott dabei vorhatte, er wollte uns dazu erziehen, eine großzügige Gemeinde zu werden. But it started with us, what? Hearing from God. Aber es fing womit an? Damit, dass wir von Gott gehört haben. Let me just tell you this too. I think God also speaks to us not just in the exceptional, but also in the everyday. Aber ich glaube, dass Gott nicht nur an so außergewöhnlichen Momenten zu uns spricht, sondern auch jeden Tag. This is my journal. Das ist mein Tagebuch. And almost every morning, this is where I'll start. Und fast jeden Morgen beginne ich damit. And I'll read some scripture, and then I reflect on it, and then I write a response. Ich lese in der Bibel, ich denke darüber nach und dann schreibe ich meine Reaktion auf. I got some specific people that I pray for, which I'll tell you about later on this afternoon.
Ich habe ein paar spezielle Leute, für die ich bete, da werde ich heute Nachmittag noch drüber reden. And then what I like to do is I'll often just kind of draw a line, and then I just kind of try to be quiet and wait for God to speak to me. Und dann mache ich einfach mal so einen Strich und dann bin ich ruhig und ich warte darauf, dass Gott zu mir redet. And I think that's one of the things we have to do ourselves if we're expecting people, our apprentices, to do it as well. Und das ist auch so eine Sache, die wir erstmal selber tun müssen, wenn wir von unseren Azubis erwarten, dass sie das machen. See, because remember that you will always reproduce who you are. Denn erinnert euch daran, wir werden immer wieder das hervorbringen, was wir selber sind. And what Jesus is expecting of us is us to be spirit-led. Und was Jesus von uns erwartet, ist eben, dass wir geistgeleitet sind. Let me give you the second expectation. The second expectation, we take a look at it, we continue in this verse. He says, and you will be my witnesses. I think he's talking to us about being missional apprentices. Und die zweite Erwartung, über die Jesus hier in diesem Vers redet, ist, er sagt hier, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich nenne das ein missionaler Azubi sein. And this word witness there actually comes from the Greek word martyrios. Und dieses Wort Zeuge kommt vom griechischen Wort Martyrios. And if you say that word martyrios slowly, at least in the English language, it sounds a lot like martyr. Und wenn ihr dieses Wort Martyrios eben ausspricht, das erinnert uns an das Wort Märtyrer. Yeah? Let's go ahead and put the second expectation up there on the screen. Bitte die zweite Folie. There you go. And I think what he's saying is he's not just saying when he says you'll be my witnesses that you're going to talk about me all the time. That's not all he's saying there. Ich glaube also, wenn Jesus hier sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, meint er nicht, wir sollen die ganze Zeit einfach über ihn reden. Because if he's using this word martyrios, he's saying, no, you will be willing to die for this mission. Denn wenn er hier dieses Wort Martyrios verwendet, dann will er damit sagen, hey, ihr müsst bereit sein, für diese Mission zu sterben. And you'll trade your life for this, whether it's one day at a time or 75 years or even all at once. You'll die for this mission. Und wenn du dein Leben da hineingibst, sei es jetzt Tag für Tag oder eben auch mal an einem Tag, wo dein Leben von dir gefordert wird, aber dann heißt es, du bist bereit, für diese Mission zu sterben. And he was being very candid and saying, listen, you being an apprentice of mine, it's going to be risky. Und er ist da sehr klar und er sagt, hör zu, wenn du mein Azubi sein willst, dann wird das riskant. And I think that's one of the things, as I look back at community, describes who we've been. We've always been a church that's willing to take risks. Und wenn ich so auf unsere Community-Geschichte zurückschaue, dann ist das eine Sache, wir waren immer bereit, ein Risiko einzugehen. And we've had people that are taking risks. Und wir hatten Leute, die bereit waren, Risiken einzugehen. Not long ago, I had a leader come to me with an idea. Vor einiger Zeit kam ein Leiter zu mir mit einer Idee. He was in his early 40s and said, I want to take early retirement and I will work for free for the church for an entire year and then you can evaluate. Okay, und er hat mir vorgeschlagen, er war so Anfang 40, er sagte, ich möchte jetzt schon in Frühruhestand gehen, ich möchte ein ganzes Jahr kostenlos für die Gemeinde arbeiten und danach können wir das auswerten, könnt ihr mir ein Feedback geben. And he said, if I've done a good job and there's a place for me in the staff, you can hire me, but if not, I'll just keep volunteering. Und dann könnt ihr sagen, wenn das gut war, dann könnt ihr mich als Gemeinde anstellen und wenn nicht, dann mache ich einfach freiwillig weiter. That was too good of an offer to refuse. Dieses Angebot war natürlich zu gut, um es abzulehnen. So he joined our team for a year. So, er war also jetzt ein Jahr lang Teil von unserem Team. Full-time at no pay. Vollzeit für 0 Gehalt. And after that year, he had developed enough leaders, enough teams that we did. We went ahead and we hired him to be part of our staff. Und nach dieser Zeit hatte er genug Leiter und Teams rausgebildet, dass wir ihn tatsächlich dann anstellen konnten. And he made a huge difference to really hundreds of people. Und er hat für Hunderte von Leuten einen wirklichen Unterschied But it gemacht. started with him taking that risk. Aber es fing damit an, dass er dieses Risiko eingegangen ist. I was doing a consultation with one of the largest churches in the United States just 3 or 4 years ago. Vor 3 bis 4 Jahren habe ich so eine Beratung gemacht mit einer von den größten Gemeinden bei uns in den Staaten. And they weren't growing and they'd kind of plateaued. Die sind nicht mehr weitergewachsen, sondern so auf so einem Plateau stehen geblieben. And so they began to talk about, well, what if we began to add multiple sites? What if we went multi-site? Und die haben sich dann Gedanken gemacht, wie wäre es, wenn wir anfangen würden, Multisite zu machen. And they seemed very enthusiastic and very excited about it as I was sharing what had happened at community. Und sie waren sehr begeistert, enthusiastisch darüber, als ich ihnen so erzählt habe, wie es bei uns bei Community gelaufen war. But as the meeting came to a close, one of my friends, one of the younger members of the team, came over and put his arm around me. Aber so am Ende dieses Meetings kam ein junger Freund von mir so und legte seine Hand um mich. And he said, Dave, we're not going to do this. Und er sagte, weißt du Dave, wir werden das nicht machen. And I was like, well, why?
Und ich sagte, wieso? And he said, I think we're still afraid of failing. We're afraid of taking this risk. Ich glaube, wir haben einfach noch Angst zu versagen. Wir haben Angst, dieses Risiko einzugehen. I think there's two fears that keep us from taking risks for God's kingdom. Ich glaube, es gibt zwei Ängste, die uns davon abhalten, Risiken einzugehen fürs Reich Gottes. I think the first one is a fear of failure. Die erste ist die Angst vor Versagen. We're afraid it might not work and it might make us look bad. Wir haben Angst, dass es nicht funktioniert und dass wir dann schlecht dastehen. And I think the second fear, though, is the fear that comes when we're successful. Und die zweite Furcht ist die Furcht davor, erfolgreich zu sein. And I think we say to ourselves, but I've accomplished so much, I don't want to fail now. Oder wenn wir erfolgreich eben sind, dann sagen wir, oh, ich habe schon so viel erreicht, jetzt möchte ich doch nicht mehr versagen. And if it's the fear of failure that's holding you back, let me remind you of grace. Und wenn diese Furcht vor dem Versagen dich zurückhält, dann lass mich dich an Gnade erinnern. The whole idea behind grace is that God knows we're going to fail and we still receive his love. Das ganze Konzept von Gnade bedeutet doch, dass Gott weiß, So dass don't wir let that hold you versagen back. und dass er uns trotzdem noch liebt. Deswegen lass dich davon nicht zurückhalten. And if it's a fear that comes with success, let me remind you about eternity. Und wenn du Angst hast, so deinen Erfolg zu verlieren, dann lass mich dich an die Ewigkeit erinnern. Don't stop now. There's so many more people that you could help find their way back to Hör God. jetzt nicht auf, es gibt noch so viele Menschen, denen du den Weg zurück zu Gott zeigen kannst. And I think for many of us here, I think part of the reason he has you here is he's saying, I've brought you here because I want you to challenge you to dream and I want you to take a risk for my kingdom. Und ich glaube, dass für einige von euch, die ihr hier seid, Gott hat euch hierher gebracht, um euch neu herauszufordern, ein Risiko einzugehen für sein Reich. I want to read you the words from the Master in Matthew chapter 25, and it's in the Message translation. Und ich möchte uns die Worte unseres Herrn vorlesen aus Matthäus 25 aus der Message-Übersetzung. And he just says, that's a terrible way to live. It's criminal to live cautiously like that. Und Jesus sagt da, das ist eine schreckliche Weise zu leben. Es ist kriminell, so vorsichtig zu sein wie du. And he says, take the 1,000 and give it away to the one who risked the most. Nimm die 1000 Talente und gib sie dem, der am meisten riskiert hat. And get rid of this play it safe who won't go out on a limb. Und schmeiß diesen auf Nummer sicher Geher raus. See, I think a lot of us, we know what faith is intellectually. Viele von uns wissen, was Glaube ist, so intellektuell betrachtet. But faith also has an accompanying affect, an accompanying feeling. Aber Glaube wird begleitet von einem Affekt, von Gefühlen. See, when you have faith, it feels risky. Seht ihr, wenn wir Glauben haben, dann fühlt sich das riskant an. And if what you're doing right now doesn't feel risky, maybe you're not doing enough things in faith. Und wenn das, was du gerade machst, sich nicht so risikoreich, gefährlich anfühlt, dann machst du vielleicht nicht genug Dinge im Glauben. Ask yourself that right now. I know what it is, but do I actually feel it? Do you feel that right now? Frag dich das mal. Du sagst, ich weiß, was Glaube ist, aber fühlst du das gerade? So I think what Jesus is calling, he said, hey, as my apprentices, I want you to be spirit-led, and I want you to be missional. But then he adds a third thing, and he says this, you're going to be in Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth. I think he's also calling us to be reproducing apprentices. Und Jesus sagt also, ich möchte als mein Azubi, dass du geistgeleitet bist, dass du missional bist, aber als mein Azubi möchte ich auch, dass du dich reproduzierst. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis zu den Enden der Erde. The call to apprenticeship is come follow me and I'll make you fishers of men. Denn der Ruf, in das Azubi von Jesus zu sein, war der, komm, folge mir nach und ich mache dich zu einem Menschenfischer. It's this calling to come and follow Jesus, but also to be prepared for greater and greater influence in the mission. Es ist also das eine, gerufen zu sein, Jesus nachzufolgen, und das andere aber immer mehr Einfluss auf Menschen zu haben. And Jesus always sent us out at least in twos. Und Jesus sendet seine Jünger immer aus, mindestens zu zweit. In Mark 6, he did that with the 12. In Markus 6 macht er das mit den 12. He says, I'm going to send you out 2 by 2, and then he gave them authority. Da sagt er, ich sende euch aus 2 und 2, und dann gab er ihnen Autorität. In Luke 10, he did the same thing with the 72. In Lukas 10 macht er das gleiche mit den 72. I'm going to send you out 2 by 2 to every town. Ich sende euch 2 und 2 in jede Stadt. And I think Jesus is sending us out to Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth, and he's going to send us out with others that we are also to apprentice. Und ich glaube, wenn Jesus uns sendet nach Judäa, Samaria und so weiter, dann sendet er uns aus mit anderen zusammen, von denen er möchte, dass sie Azubis sind von uns. Here's what I'd love for you to do. While I'm talking, go ahead and write down
3 names. Während ich jetzt hier rede, schreib doch mal 3 Namen auf, bitte. Who are 3 people that Welche you 3 could Leute, begin to apprentice? mit denen du eine Ausbildungsbeziehung beginnen könntest? You can go ahead and just do that right now. I know you can do more than one thing at a time. Fangt einfach jetzt an. Ich weiß, ihr könnt mehrere Sachen gleichzeitig machen. Who are 3 people? Maybe put it on your phone. Maybe if you're writing with a pen. But who are 3 people that you could apprentice? Go ahead and write down those Schreib's names. auf. Welche 3 Leute könntest du zu deinen Azubis machen? Schreib's in dein iPhone oder mit Stift auf Papier, aber schreib's auf. Because what I want to do next is I want to give you one of several tools that I use in helping develop other apprentices. Denn jetzt als nächstes möchte ich dir ein Werkzeug mitgeben, was ich benutze, um Azubis auszubilden. And this tool is what I call the leadership path. Und dieses Werkzeug nenne ich den Leiterpfad. I had a guy named John who was in my small group who was a very accomplished businessman. Ich habe einen, der heißt John, der ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, oder ist es immer noch. And he was very excited about what was happening in the life of our church, and he was brand new. Er war ganz neu bei uns in der Gemeinde und er war sehr begeistert von dem, was da läuft. And he began to ask me, he said, how could I expand my leadership here at your church? Und er fragte mich, wie kann ich meinen Einflussbereich, meine Leitung hier ausweiten bei euch in der Gemeinde? And I said, well, I'll tell you what, why don't we get together for coffee and let's talk about that? Und ich sagte ihm, warum trinken wir nicht mal einen Kaffee zusammen und ich erkläre dir das. So we met at a Panera restaurant, Wir haben uns also in diesem Panera-Restaurant getroffen and we ordered, and then where'd my napkin go? And then I pulled out a napkin, und wir haben bestellt und dann habe ich eben auch eine Serviette genommen. and I said, let me explain to you how you could expand your leadership. Ich möchte jetzt erklären, wie du deine Leitung erweitern kannst. And then I showed him this path. You can Und dann go habe and ich put ihm the whole thing up there first. diesen Pfad gezeigt. Tut mal das ganze, Let's go back one real quick. There we go. das And ganze so Ding. I began to show him this. Ich habe ihm also dieses hier gezeigt. And what this path was, I said, John, there is a path for you where you can go from being this individual to being an apprentice, to being a leader, to being a coach, to even being on staff if you want to someday. And I actually see in you, I think you could be a campus pastor or a church planter. And I'll explain to you why I saw that in him. And then even beyond that. Und ich habe ihm gesagt, guck, das ist der Weg, so könntest du dich entwickeln in deiner Leitung. Du beginnst als Individuum, machst weiter als Lehrling, Azubi, bist ein Leiter, Coach. Ich könnte dich sogar als einen Bereichsleiter oder auch sogar als einen Campuspastor sehen. Ich erzähle euch später, warum ich das sehen konnte. And you could see his eyes begin to light up like, wow. Und du könntest förmlich sehen, wie seine Augen größer wurden und er sagte, wow. And then I said, well let me tell you a story of someone who recently did this. Und ich sagte dann zu ihm, ich möchte einfach eine Geschichte erzählen von jemand, der genau das vor kurzem gemacht hat. And so I began to tell him the story about my friend Troy. Und so erzählte ich ihm die Geschichte von meinem Freund Troy. Troy was just a guy in our church who worked at General Mills. Und Troy war einfach jemand bei uns in der Gemeinde und er hatte seinen Job bei General Mills. He was in management and he was making his way up through the different ranks. So, er war da schon im Management, aber war so auf der Karriereleiter richtig auf dem Weg nach oben. And I began to explain to my friend there, I said, now, Troy is a great example how over the course of about 10 years, he went through each of these paths, through each of these steps. Und ich sagte also zu diesem Mensch da, hey, Troy ist ein großartiges Beispiel dafür, wie jemand innerhalb von 10 Jahren durch diesen ganzen Pfad durchgegangen ist. I said, it started with him becoming my apprentice leader. Es begann damit, dass er mein Azubi-Leiter wurde. And so Troy and I would meet usually at a little restaurant called Baker Square every Wednesday. Und so haben sich Troy und ich haben uns normalerweise so jeden Mittwoch in einem kleinen Restaurant getroffen, das hieß Baker Square. And during those meetings, we would talk about the small group that we were leading together and how he could develop and grow his leadership. Und an diesen Treffen haben wir eben über unsere kleinen Gruppe geredet, wie könnten wir unsere Kleingruppe weiterbringen und wie er als Leiter weiterkommen könnte. And Troy quickly got the whole idea. Und Troy hat wirklich schnell die ganzen Sachen aufgenommen. And so it wasn't long before after he became the leader of that group. Und es hat also nicht lange gedauert, bis er selber der Leiter dieser Kleingruppe wurde. And he led that group, and then I went and led a brand new small group. Und er hat dann diese Gruppe weitergeleitet und ich bin rausgegangen und habe eine neue angefangen. And again, because you reproduce who you are, and I had an apprentice, Troy went and got himself another apprentice. Und wieder das Prinzip, du reproduzierst das, was du bist. Und weil ich einen Azubi hatte, hatte dann auch Troy einen Azubi. And he began to invest in them to help them be spirit-led and missional and reproducing. Und er begann in sie zu investieren und er half ihnen dann geistgeleitet zu werden und so weiter.
And so then he reproduced other leaders. He went from being this individual to an apprentice leader, and then he started coaching all these other leaders. Und so hat er eben andere Leiter ausgebildet und dadurch wurde er vom Individuum zum Azubi. Let's go ahead and put it up there. Und dann fing er sogar an, eben andere Leiter zu coachen. And so go ahead and put leader and then coach. Coach, Leader and then coach. noch eins. Very Ja. good. All right. When we had the opportunity then, and I mentioned this last night, to go to multiple locations, instead of calling one of a seminary or something, I began to look at wow, look, Troy has been so faithful all along the way. Und als wir dann die Gelegenheit hatten, wo ich gestern Abend drüber gesprochen habe, die Gelegenheit, einen neuen Standort aufzumachen, dann haben wir eben nicht auf dem theologischen Seminar gesucht nach einem möglichen Pastor, sondern wir haben Troy gesehen und haben gesagt, wow, Troy könnte hier weitergehen. I said, Troy, would you be interested in joining our staff team? Und ich habe ihn Troy gefragt, hey, würdest du in unser Vollzeit-Mitarbeiterteam mit einsteigen? And this step from being a coach now to a director, like on our staff, is a big step. Und gerade dieser Schritt vom Coach zum Direktor oder Bereichsleiter, das ist ein großer Schritt. And the reason it's a big step, because for Troy, that would probably mean about a 50% pay cut. Und warum ist es so ein großer Schritt? Wenigstens für Troy, nämlich deshalb, weil er ungefähr 50% seines Gehaltes eingebüßt hat dadurch. But he already knew that part of being an apprentice of Jesus meant taking risks. Aber er wusste bereits, dass ein Teil davon, ein Azubi von Jesus zu sein, eben bedeutet, Risiken einzugehen. What he didn't know was I was going to ask him to raise half of that money. Was er noch nicht wusste, ist, dass ich ihn dann bitten würde, auch von diesem 50% Gehalt die Hälfte irgendwie selber aufzubringen. But he did it. Aber er hat es geschafft. And so he joined our staff team. And then, Und like so ist er in unser Team reingekommen. and then when we got ready to go to multi-site, I mean, through his proven faithfulness and being spirit-led and missional and reproducing, I said, Troy, I would love for you to be our very first campus pastor. Und dann, als wir dann bereit waren, den neuen Standort zu eröffnen, Multisite zu gehen, dann war er einfach die richtige Person. Er war treu, er war durch alles dieses durchgegangen und wir haben dann zu ihm gesagt, hey, du bist genau die richtige Person, unser erster Campuspastor zu werden. And so Troy began to put together this small team that would start a brand new campus. Und also hat Troy sich so sein neues Team zusammengestellt, mit dem er diesen neuen Standort beginnen wollte. I think our first meeting we had 12 people who said they were interested in going to that campus. Und ich glaube, so in unserem ersten Treffen waren ungefähr 12 Leute, die gesagt haben, wir sind bereit, zu diesem neuen Standort zu gehen. But in time, he began to get more and more people. Aber mit der Zeit hat er mehr und mehr Leute zusammengeholt. And I'm telling you, if you're thinking about multi-site, the most important decision is who is going to be the campus pastor, the leader. Und wenn du über Multisite nachdenkst, die wichtigste Entscheidung ist diese Frage, wer wird der Campuspastor sein? Well, about a year later, we opened up that campus. Und ungefähr ein Jahr später haben wir dann diesen neuen Campus-Standort aufgemacht. And we had more than 500 people that showed up for the very first Sunday. Und am ersten Sonntag waren über 500 Leute da, die da aufgetaucht sind. And I'll tell you what, I was excited for community and excited for the mission, but I was so proud of Troy. Und ich kann euch was sagen, ich war begeistert für uns als Community, aber ich war so stolz auf Troy. Because here was a guy who was just like many people just sitting out there in your church, Denn hier war jemand, so wie viele Leute, die einfach bei euch in der Gemeinde sitzen, working for General Mills, who makes hamburger helper. und er arbeitete für General Mills, da machen sie Hamburger. And he, over the course of 5 years, went from really influencing nobody that now he was influencing hundreds of people. Und innerhalb von 5 Jahren ist er von jemand, der eigentlich Einfluss auf niemand in unserer Gemeinde hatte, zu jemand geworden, der Hunderte von Menschen mitnimmt. And see, part of that goes back to what we talked about last night. Not only believing that God has a dream for you, but that God has a dream for every person in your church. Und es hängt damit zusammen, was wir gestern Abend besprochen haben, nämlich, dass Gott nicht nur einen Traum für dich hat, sondern für jeden Einzelnen in deiner Gemeinde. Well, Troy went on after that and actually started another campus for us. Danach ist Troy weitergegangen, hat einen neuen Standort für uns gegründet. And then there came the time when he came to me and said, you know what, Dave, I think I'd like to go plant a church. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo er zu mir kam und hat gesagt, weißt du, Dave, ich glaube, ich möchte eine ganz neue Gemeinde gründen. And again, kind of like last night, I hate losing my friends and having them move away. Und nochmal, genau wie ich gestern schon gesagt habe, ich hasse es, meine Freunde gehen zu lassen und zu verlieren. So. And at first, Troy thought he wanted to go start a church in Mexico. Und zuerst sprach Troy davon, eine Gemeinde in Mexiko zu gründen.
which didn't make any sense because he doesn't even speak Spanish. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil er sprach nicht mal Spanisch. I think he just wanted a warm environment. Ich glaube eigentlich, er wollte nur eine So warme I was Gegend. like, no, you can't do that. Und ich sagte, nein, kommt nicht in Frage. And then came up the idea of going to Kansas City, which was actually his hometown. Und dann hatte er aber diese Idee, nach Kansas City zu gehen. Das ist seine Heimatstadt. And I knew that, yeah, this is what God had for him. Und mir wurde klar, ja, das ist das, was Gott mit ihm vorhat. And if Troy was here, he would tell you there were really 3 things that happened that really confirmed that he was supposed to then take the next step in this leadership path and plant a church. Und wenn Troy hier wäre, würde er dir sagen, dass es eigentlich 3 Dinge waren, die ihn darin bestätigt haben, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und seine eigene Gemeinde zu gründen. I mean, first, he was very honoring and came to me and asked for my blessing. Als allererstes, und das hat mich sehr geehrt, er kam zu mir und hat mich um meinen Segen gebeten. And again, I mean, he was a friend of mine, and I really loved having him in Chicago, but I knew this was better for the kingdom, so I gave him my blessing. Und nochmal, er war wirklich mein Freund und ich hätte ihn gerne in Chicago behalten, aber ich wusste, so ist es besser für das Reich Gottes und deswegen habe ich ihm meinen Segen gegeben. The second thing he'd tell you, it happened at an exponential conference. Das Zweite, was passiert ist, das geschah auf einer Exponential-Konferenz. And Bill Hybels was doing the closing session. He challenged people to come forward if they wanted to go and plant churches. Und Bill Hybels hat diese Abschlusssession gehalten und er hat Leute eingeladen, nach vorne zu kommen, wenn sie eine Gemeinde gründen wollen. And I was up there with Bill, and then pretty soon I saw my friend Troy coming down the aisle. Und ich war da auf der Bühne mit Bill zusammen und ziemlich bald sah ich dann Troy so den Weg herkommen zur Bühne. And it was him and Janet, and I was going like, oh man, it's going to happen. Und ich sagte, oh Mann, es passiert wirklich. And so I did. I got off the stage, and I went down there and hugged them, and then anointed them with oil and prayed for them, and again gave them my blessing. Und wir sind dann die Bühne runtergekommen, ich habe ihn umarmt, habe ihn mit Öl gesalbt und ihm einfach meinen Segen gegeben. And then the last thing that happened is, by God's really coordination, I was leading a large conference in Kansas City that same year. Und das Dritte, was passiert ist, Gott hat es so zusammengefügt, dass ich eine große Konferenz geleitet habe in Kansas City im gleichen Jahr. And so I brought Troy in to meet all the leaders there in the Kansas City area. Und dann habe ich Troy mitgebracht, damit er die ganzen Leiter da aus der Kansas-Gegend kennenlernt. And all of them agreed together to fund that brand new church plant. Und die haben sich abgesprochen, haben sich geeinigt, dass sie diese neue Gemeindegründung mitfinanzieren wollen. And so Troy went and started this new church, and we actually sent 20 people from Chicago with him, along with money, to go start this brand new church. Und als dann Troy losgezogen ist, dann haben wir 20 Leute aus Chicago mit ihm nach Kansas geschickt und das Geld, um diese Gemeinde zu gründen. Now, Troy was smarter than I was when he started his church, Und Troy hat das schlauer angefangen als ich, als er seine Gemeinde gegründet hat. because he started with 3 other people who were potential church planters. Denn er hat es mit 3 anderen Leuten gestartet, die potenzielle Gemeindegründer waren. And he brought them along with him so they could learn from him as he was launching his church. Und die hat er gleich mitgenommen, damit sie gleich lernen können, wie er seine Gemeinde gegründet hat. And so now Troy's been at that church for 5 years. They have 3 locations and about 1,000 people every Sunday. Troy ist jetzt ungefähr 5 Jahre an diesem Platz und sie haben jetzt schon 3 Standorte und über 1000 Leute. Lots. And what's been really amazing is now in the Kansas City area, there's about 25 churches that he works with, and now he's a network leader for those churches. Und was wirklich beeindruckend ist, in dieser Kansas-Gegend gibt es so 25 Gemeinden und Troy ist der Netzwerkleiter für dieses Netzwerk von Gemeinden. Now, I don't know exactly what this means in your context. Ich weiß jetzt nicht genau, was das in eurem Umfeld bedeuten würde. And don't let big numbers like that distract you. Und lass dich jetzt nicht so ablenken von irgendwelchen großen Zahlen. Lothar's going to come and kind of explain how a lot of this he thinks can work in a German context. Lothar wird ja noch eine Session haben, wo er erklärt, wie diese Dinge im deutschen Umfeld funktionieren könnten. But I do think this principle applies in every context. Aber ich glaube, dass dieses Prinzip in jedem Umfeld anwendbar ist. That there are people in your churches that God has big dreams for. Ich glaube, dass es Leute in deiner Gemeinde gibt, für die Gott große Träume hat. And he wants you to believe in them. Und Gott möchte, dass du an sie glaubst. And he wants you to invest in them. Und dass du in sie investierst. And he wants you to give them permission and your blessing to do great things. Und dass du ihnen die Erlaubnis und deinen Segen gibst, damit sie große Dinge tun können. I want you to think about those 3 people that you wrote down. Ich möchte, dass du über diese 3 Leute nachdenkst, die du gerade aufgeschrieben hast. Will you ask them to apprentice with you? Möchtest du sie bitten, deine Azubis zu werden? Make sure that you're giving them the right example by being spirit-led and missional and reproducing.
Stell sicher, dass du in das richtige Beispiel, das richtige Vorbild bist, indem du selber geistgeleitet, missional und reproduzierend bist. And then figure out what this leadership path looks like in your setting. Und dann finde heraus, wie dieser Leiterpfad in deiner eigenen Umgebung aussehen kann. What are the steps that you took to get to where you are? Was sind die Schritte, die du gebraucht hast, um jetzt da zu sein, wo du bist? And then draw it on a napkin and show it to them. Say, hey, I would love to help you do this and even greater things. Und dann zeichne das auf eine Serviette, zeig ihnen das und sag ihnen, hey, ich möchte, dass du genau das machst und sogar noch größere Dinge. All right. Thank you very much. Vielen Dank. All right. How you doing? Wie geht's euch? Still doing good? Seid ihr noch da? All right. You guys keep coming back for more. I like it. Okay, ihr kommt wieder zurück und wollt mehr, das ist gut. All right. Well, here's where I want to start this particular session. Jetzt, damit möchte ich diese Session beginnen. If you think about being a multiplying church, a reproducing church, like we've been described, let's go ahead and put that graphic up here. Könnt ihr mal die Grafik bringen, bitte? Let's go to the next slide, please. There we go. Nope, that one before that, Die please. davor? There we go. Ja. If you talk about being a multiplying church, there's Wenn ihr- two things that we have to do well. Wenn ihr über multiplizierende Gemeinden nachdenkt, da gibt es zwei Dinge, die wir richtig gut machen müssen. All right, just to make sure you're with me, everybody hold up 2 fingers here. How Haltet many mal things do we have to zwei do Finger well? hoch. Wie viele There you go, Finger 2 sind- things, and here they are. Number 1, Zwei Dinge. Nummer we have to eins, develop more and better leaders. bilde bessere Leiter aus. And the reason we have to develop more and better leaders is because those are the people that lead our groups, that lead our teams, that will eventually become coaches, directors, even campus pastors, church planters. But we have to develop more and better leaders. Wir brauchen mehr und bessere Leiter, weil das sind dann schließlich die, die unsere Kleingruppen leiten, unsere Dienste, unsere Campusse und so weiter. But here's the second thing we have to do, and this gets very little conversation at all. Und jetzt kommt der zweite Punkt und darüber wird sehr, sehr wenig geredet eigentlich. We have to develop more and better artists. Wir müssen mehr und bessere Künstler entwickeln. We have 2 artists there. Oh, a few artists in the wir back. haben There we ein go. paar Künstler hier, okay. And when I use the word artist, I'm talking about people who are singing the songs, who are playing the instruments, people who are running the sound and tech in the back, people who paint paintings, people who dance, all the different arts. Wenn ich jetzt über Künstler rede, dann meine ich Leute, die singen, die Instrumente spielen, aber auch Leute, die Technik, Medien und so weiter machen, die Bilder malen, tanzen. Genau, long list. So 2 things we have to do, more and better leaders, more and better artists. Also zwei Dinge, mehr und bessere Leiter und mehr und bessere Künstler. Now, with that in mind, what I want to do, I want to make this session really as practical as I possibly can. Und deswegen möchte ich jetzt diese Session so praktisch machen, wie es nur geht. And last session I had you write down 3 names. And if you haven't written down those 3 names, I'd encourage you to go ahead and write those 3 names down In der now. letzten Session habe ich euch ermutigt, dass ihr 3 Namen aufschreibt und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht es bitte bald. And it might be 3 leaders or it might be 3 artists that you could apprentice. Es könnten 3 Leiter oder eben auch 3 Künstler sein, die du als Azubis nehmen könntest. Now, if you had a hard time coming up with those names, what I want to do is I want to start with how Jesus selected his apprentices. Und wenn es dir schwer gefallen ist, jetzt irgendwie diese Namen zu finden, dann möchte ich jetzt damit mal anfangen, indem ich darüber rede, wie hat Jesus seine Azubis ausgebildet. I'd like for us to kind of quickly look at Mark chapter 3 about how he went and the process he used, and then spend our time on some very practical tools that you can use every week in your church. Genau, und wir wollen erstmal ganz kurz nach Markus 3 hineinschauen, was Jesus da getan hat, und dann möchte ich euch ein paar praktische Werkzeuge mitgeben, die ihr in eurer Gemeinde verwenden könnt. In Mark chapter 3, verses 13 to 15, we see Jesus calling his 12 apprentices together. In Markus 3, 13 bis 15, dann sehen wir, wie Jesus seine 12 Azubis zusammenbringt. And it says this, Jesus went up on a mountainside, he called to him those he wanted, and they came to him. He appointed 12, designating them as apostles, that they might be with him, and that he might send them out to preach and have authority to drive out demons. Da heißt es, Jesus ging auf einen Berg und rief die zu sich, die er haben wollte, und sie kamen zu ihm. Und er nannte sie Apostel und er sendete sie aus, rüstete sie aus, damit sie seine Botschaft, bei ihm zu sein, seine Botschaft zu verkünden, in seiner Vollmacht Dämonen auszutreiben. So. Okay, I just want to see the screen. So the first thing we see here, let's break down these 3 verses. Okay, lasst uns mal diese 3 Verse auseinandernehmen. And the first thing we see is the apprentice selection. Das erste, was wir sehen, ist die Auswahl der Azubis. It simply says that Jesus picked people that he wanted. Da heißt es einfach, Jesus wählte die aus, die er wollte.
I think you asked me the question. So how do you decide who gets to be an apprentice? Genau, du hattest mich gefragt, wie entscheide ich denn, in wen ich mich investiere als Azubi? And I think one of the things I said is I pick people I like. Und ich sagte, ich wähle die aus, die ich mag. And you could kind of feel over the whole audience kind of this sigh of relief, like, oh, really? Can I do that? Und man konnte es also so förmlich hier fühlen im ganzen Raum, so ein Seufzer der Erleichterung. Was? Wirklich? Das darf ich? And now here's the good news. Jesus did that. Ja, wisst ihr was? Die gute Nachricht ist hier. Jesus hat es I getan. mean, it says in verse 13, Jesus picked the people he wanted. Es heißt so, hier in Vers 13 heißt es, Jesus wählte die er wollte. And so when I'm in a small group, I'll kind of like, okay, who are the people I want to hang out with? Who are the people I feel affinity with? Who are the people that I enjoy spending time with? Ja, und deswegen, wenn ich in einer kleinen Gruppe bin, dann gucke ich danach, mit welchen Leuten würde ich gern zusammen sein, Zeit verbringen, mit ihnen unterwegs sein. Now, I think partly for me, because I have a leadership gift, I am attracted to other people who are leaders. Und natürlich teilweise deswegen, weil ich eine Leiterschaftsbegabung habe, fühle ich mich zu anderen hingezogen, die auch Leiter sind. And so when I see a high capacity leader, I am kind of attracted to that person. I do want to spend time with them. Und wenn ich also einen begabten Leiter sehe, dann fühle ich mich automatisch zu ihm hingezogen. And so those do tend to be the people that I would pick if they were all in the same small group. Und deswegen wären das so die Art von Leuten, die ich raussuchen würde, wenn wir in der gleichen Kleingruppe wären. But it's interesting, this also kind of applies to even our own staff selection at Community Christian Church. Aber es ist interessant, das kann man sogar auf die Auswahl unserer Vollzeitmitarbeiter auch anwenden bei uns in Community. We have something we call the parking lot test. Wir haben etwas, das nennen wir den Parkplatztest. And the parking lot test is this. Der Parkplatztest geht so. When you pull into the parking lot at your church and you see this person's car, how do you feel? Wenn du also dann auf dem Parkplatz deiner Gemeinde fährst und du siehst, da steht das Auto von Person X, dann ist die Frage, wie fühlst du dich jetzt? If your stomach sinks, you go like, ah. Und wenn du ein schlechtes Gefühl im Magen hast und sagst, oh Mann, Then I don't want them on my staff. dann weiß ich, die möchte ich nicht in meinem Mitarbeiterteam haben. But if I pull into the parking lot and I see their car and I'm like, oh, great, I can't wait to see them, then I want them on my team. Aber wenn du da hinfährst und siehst das Auto und sagst, wow, super, der ist hier, kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, dann sind das die Leute, die möchte ich in meinem Team haben. And we really do. We talk about that at Community. Do they pass the parking lot test? Und wir reden da wirklich so bei uns in Community. Haben sie diesen Parkplatztest bestanden? So the first thing, the apprentice selection, Jesus picked people he wanted. The second thing is apprentice expectation, and it says Jesus designated them as apostles. Also das erste war, Jesus nimmt die er wollte. Und das zweite ist, er nannte sie, bestimmte sie zu Aposteln. I mean, if you get away from the office of apostle just means sent one. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von diesem Amt des Apostels, sondern Apostel heißt eigentlich erstmal Gesendeter. And I think this is very important. Jesus was clear from the very beginning about his expectation for apprentices. Und Jesus war hier sehr klar vom Anfang an über seine Erwartungen. They would be sent out. Er machte es ihnen klar, ihr werdet gesendet. They weren't there just to stay, but they were going to be sent out on mission. Sie würden also nicht nur mit Jesus zusammenbleiben, sondern er würde sie aussenden. And so for this very reason, we're very intentional about what we call an apprentice leader. Und deswegen gebrauchen wir dieses Wort Azubi-Leiter sehr bewusst. We don't call him a co-leader. Wir nennen niemand einen Co-Leiter. Because a co-leader means we're going to just keep doing this together forever. Genau, denn Co-Leiter heißt nur wir zwei, wir machen das so zusammen bis zum Sankt Nimmerleinstag. I don't call him an assistant leader, like, oh, you're just going to keep helping me do the same thing forever. Und ich nenne auch niemand einfach Assistenzleiter, weil das heißt, du wirst immer so mein Assistent bleiben und wirst immer bei mir bleiben. We don't call him a helper. Wir nennen sie auch nicht Helfer. No, we call him an apprentice because an apprentice is someone who's in training to be sent out. Sondern wir nennen sie Azubis, weil ein Auszubildender wird ausgebildet, damit er dann ausgesendet wird. Give me a little nod. Does that make sense? Okay, Nickt so mal. I think Macht das Sinn? it's very important. All right. Ja. Then the third thing is we look at in verse 14, the apprentice preparation. It says Jesus was with them. Und das dritte sehen wir in Vers 14, da heißt es die Vorbereitung des Azubis. Und da heißt es, Jesus war mit ihnen oder sie sollten mit ihm sein. The primary way that Jesus trained and developed his apprentices was through life-on-life relationship. Und die wichtigste Methode, wie Jesus seine Azubis ausgebildet hat, war durch Beziehungen, Leben zu leben. And last night, if you're here, we talked about the Greek word diatribo. Wer gestern hier war, wir haben da über das Wort Diatribo gesprochen, das Griechische. And what does diatribo mean? Und was bedeutet Diatribo? Right, there you go, to rub off on. And Miteinander reiben und abfärben.
This is getting a little weird. Es wird ein bisschen seltsam hier vorne. But what you see, I mean, again, here's Jesus saying, no, this is how I'm going to train people. We're going to spend time together and I'm going to rub off on them. Aber wieder, seht ihr das hier? Wie wird Jesus seine Leute ausbilden? Er sagte, wir werden einfach Zeit miteinander verbringen und ich werde abfärben. And I consistently get the question over and over again, now what do you do with apprentices? Und ich kriege diese Frage ständig gestellt. Ja, und was machst du denn mit deinen Auszubildenden? I meet with them every week. Ich treffe mich mit ihnen jede Woche. We have coffee Wir trinken Kaffee zusammen. and I rub off on them Und ich färbe ab. and them on me. Und sie auch färben ab auf mich. And in a technical sense, what it really is, it's more of an adult learning style. Und was es tatsächlich ist, es ist einfach ein Stil der Erwachsenenbildung, könnte man sagen. When you're educating children, you have a whole curriculum and you say, okay, here's what you need to know. I'm going to tell you what you need to know. Wenn du Kinder ausbildest, dann hast du meistens so einen Lehrplan und dann sagst du, hier, ich erzähle dir jetzt mal, was du alles wissen musst. But see, adults show up and they already know, okay, here's the things I don't know, help me. Bei den Erwachsenen, die kommen und sie wissen schon, hier sind die Sachen, die ich nicht kann, bitte hilf mir. And when my apprentice shows up and says, you know what, I don't know how to read the Bible, can you help me? Then that's where we start. Und wenn mein Azubi zu mir kommt und sagt, du, ich habe keine Ahnung, wie ich in der Bibel lesen soll, dann ist das, wo wir anfangen miteinander. Or if he shows up in that week, he's had a bad week in his marriage, we say, well, let's talk about marriage. Oder er kommt und wir treffen uns und sagt, oh, wir hatten eine schlechte Woche in unserer Ehe. Und dann sagen wir, okay, dann lasst uns doch mal über Ehe reden. Or if he's having trouble with his kids, that's where we start. Oder es hat Probleme mit seinen Kindern, dann fangen wir da an. And so it really is, it's kind of a life-on-life relationship. And what you really become, Das ist eine Lebensbeziehung. Ja. it's simple, but please don't dismiss it. Und das ist jetzt vielleicht simpel für dich, aber bitte schiebt es nicht zur Seite. You're becoming friends. Ihr werdet Freunde. You think that would work? Meinst du, das könnte I funktionieren? think that's what we're talking about. You're really becoming good friends. Das ist das, worüber wir reden. Gute Freunde werden. Well, then the last thing we see here, when we get to verse 15, is apprentice graduation. Und in Vers 15 haben wir diesen Abschluss, den der Azubi kriegt, die And Graduation. Ja. Jesus concludes their apprenticeship by sending them out to preach and to have authority to drive out demons. Und da heißt es, Jesus sandte sie aus zu predigen und gab ihnen die Autorität, Dämonen auszutreiben. And so the apprenticeship concluded when they could do what Jesus was doing. Also diese Azubi-Schaft kam zu einem Ende, als sie das tun konnten, was Jesus tat. And see, and your apprenticeship with the other person, it concludes when they can do what you can do. Und wenn du einen Azubi hast, dann endet die Ausbildung von dem, wenn sie das tun können, was du kannst. Not perfectly, not necessarily as good, but when they can begin to do what you do. Sondern nicht, wenn sie perfekt sind, aber wenn sie wenigstens mal anfangen können, das zu tun, was du kannst. And like I mentioned before, we know a leader's ready when they think they're ready and when I think they're ready. Und wie wir vorher schon gesagt haben, wir wissen, dass ein Leiter bereit ist, wenn er denkt, er ist bereit und ich denke, er ist bereit. And so this was how Jesus apprenticed his people. Und so hat Jesus seine Leute ausgebildet. And through this process, their minds were transformed, their hearts were transformed, and the Bible says they turned the world upside down. Und durch diesen ganzen Prozess wurde ihr Denken verändert, ihre Herzen wurde verändert und sie haben schließlich die ganze Welt auf den Kopf gestellt. And I would challenge you, don't keep looking for something more complicated. Maybe something this simple would actually work. Und jetzt möchte ich dich echt ermutigen, such jetzt nicht nach etwas, was noch komplizierter ist, sondern überleg dir mal, vielleicht könnte das wirklich funktionieren. Because if you continue to do this at every level, you'll continue to reproduce groups, you'll reproduce teams, and in time, you'll begin to reproduce campuses and even churches and beyond. Denn wenn du das wirklich tust, auf jeder Ebene, dann wirst du Teams, Gruppen vervielfältigen, Gemeinden und irgendwann ja ganze Netzwerke. Now, again, I think it's simple, but I don't think it's easy. Okay, nochmal, das ist ziemlich simpel, aber es ist nicht einfach. Because I think it demands a great amount of relational intentionality. Denn du brauchst hier echt eine Absicht, in Beziehungen zu investieren. All right, so now with these leaders, what I want to spend our time with is, I think there's 4 kind of relationships that every leader needs. Und deswegen möchte ich davon reden, von 4 Beziehungen, die jeder Leiter braucht. So you're developing these apprentices, they move into a leadership role. There's 4 relationships that every leader needs. So, du entwickelst also diese Azubis, sie bewegen sich in eine Leitungsrolle hinein und jetzt gibt es 4 Beziehungen, die jeder Leiter braucht. Especially if they're going to continue to reproduce over and over and over again. Und vor allem dann, wenn man sich immer wieder reproduzieren will. Okay, the first relationship that every leader needs is reproducing leaders need followers. Okay. Also, jeder Leiter, das ist die erste Beziehung, braucht Nachfolger. All right, now this might seem obvious, but this is often overlooked.
Okay, das klingt jetzt vielleicht ganz selbstverständlich, aber es wird oft übersehen. I can't tell you, I mean, despite what I'm teaching you, how many times I've seen somebody goes like, oh, that looks like a leader, that walks like a leader, that talks like a leader, it must be a leader. Okay, und auch trotzdem, was ich dir hier erzähle, geht es doch oft so, dass wir jemanden sehen und sagen, wow, der sieht aus wie ein Leiter, der redet wie ein Leiter, der läuft rum wie ein Leiter. Wow, das muss ein Leiter sein. Yeah, and then I skip all those steps and I put them into a leadership role before they've ever been an apprentice. Und ich überspringe diese ganzen Schritte und ich stecke den in eine Leitungsposition, bevor er jemals ein Azubi war. And I consistently regret doing that. Und es tut mir jedes Mal wieder leid, wenn ich das tue. A couple years ago, there was one guy, real talented young man. Vor ein paar Jahren gab es da einen richtig talentierten jungen Mann bei uns. He started coming to community, and he looked like he had tremendous leadership potential. Und er kam zu uns zur Gemeinde und er sah so aus, als hätte er ein wahnsinniges Seemed Leiterschaftspotenzial. to have good people skills. Gute Beziehungen mit Leuten, He seemed to be good at strategy. gut in Strategie. He was particularly good at doing what I'm doing right now, just talking to large groups of people and kind of getting them excited. Er war richtig gut dabei, zu großen Menschenmengen zu reden und sie zu begeistern. And so what did we do? Und was haben wir also getan? We skipped the apprenticeship, we skipped the leadership, we skipped the coach, and we just put him on staff. Also wir haben diese Azubi-Phase übersprungen, die Leiterphase, die Coach-Phase und wir haben ihn gleich als Mitarbeiter angestellt. How do you think that worked out? Was meint ihr, wie das funktioniert hat? Yeah, you guys are smarter than me. Ihr seid schlauer als ich. Yeah, it didn't work out at all. Es Because hat here's überhaupt nicht funktioniert. here's the first thing every leader needs is he needs followers. Denn hier ist das Erste, was jeder Leiter braucht. Er braucht Nachfolger. And the great thing about apprenticeship, moving from apprentice leader into a leader role, is that you'll be able to see if they can actually gain a following. Und das Großartige daran, wenn du einen Azubi hast und der bewegt sich jetzt in so eine Leitungsfunktion hinein, dann kannst du ganz schnell sehen, ob er Nachfolger gewinnt. And small groups are a great context for discovering whether this leader can attract a following. Und eine Kleingruppe ist ein wunderbares Umfeld, wo du merken kannst, ob ein Leiter Nachfolger gewinnt. And the way we do it, when someone becomes a small group leader, we don't give them people. They have to go find their people. Und bei uns ist es so, wenn jemand jetzt Kleingruppenleiter wird, dann teilen wir ihm nicht Leute zu, sondern er soll hingehen und Leute finden. And I think that's a very important principle there. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Don't centralize what you do by kind of saying, okay, these people have to be in this group, these people have to be in this group, these people have to be in this group, so you take care of that. No, every leader should go out and find their own following. Also versucht nicht, das Ganze so zu zentralisieren, indem ihr zuteilt, die gehen dahin, sondern jeder Leiter soll sich seine eigenen Leute finden. And I think there's a big difference between attracting a crowd and attracting a following. Denn ich denke, es ist ein großer Unterschied dazwischen, eine Menge anzuziehen oder echte Nachfolger zu And gewinnen. we see this all the time. Und wir sehen das die ganze Zeit. I mean, crowds, as you can see, are temporary, fickle, unpredictable, transitory, and fleeting. Ihr seht hier Menschenmengen, die sind zeitweilig, unbeständig, unberechenbar, flüchtig und vergänglich. But when you have followers, followers are loyal, they're committed, they're consistent, and they're faithful. Aber Nachfolger sind dauerhaft, loyal, hingegeben, beständig und treu. And so for the first relationship that every leader needs is you need to make sure they have followers. Also deswegen, das Erste, was jeder Leiter braucht, er braucht Nachfolger. The second relationship that every leader needs is that a leader needs to have an apprentice. Das Zweite, jeder Leiter braucht einen Azubi. Now we do. We challenge every leader to have at least one apprentice. Und wir fordern jeden Leiter heraus, mindestens einen Azubi zu haben. Now my best experiences, quite frankly, have been those times where I've had two apprentices. Meine besten Erfahrungen habe ich damit gemacht, wo ich gleichzeitig 2 Azubis hatte. Because if you have 2 or 3 apprentices, even from one small group, when you get together for coffee, it actually makes for a better conversation. Denn wenn du jetzt 2 oder 3 Azubi-Leiter hast und du redest mit ihnen über die Kleingruppe und ihr kommt zusammen zum Kaffee, dann gibt es einfach ein netteres Gespräch mit mehr Leuten. A couple of years ago, I had 2 different apprentice leaders. One was named Ben, one was named David. We'd meet for coffee every Tuesday early in the morning. Vor einigen Jahren hatte ich 2 Leiter, einer ist Ben, einer David, und wir kamen immer früh am Morgen zusammen zum Kaffee trinken. And we spent about a year together. Und wir haben ungefähr ein Jahr so verbracht. And after that year, actually, Ben took over a brand new group, and David took over the existing group, and then I led a brand new group as well. Okay, und nach dieser Zeit hat Ben eine ganz neue Gruppe übernommen, David hat die bestehende Gruppe weitergemacht und ich habe auch nochmal eine neue Gruppe genommen. I think in some ways, when you take a look at Acts 1:8, I think that was Jesus' dream and his vision for the church. Und ich glaube, das ist genau dieser Traum, den Jesus von Gemeinde hat und von dem er in Apostelgeschichte 1, Vers 8 redet. But then when we get to 2 Timothy 2:2, it's like Paul's saying, okay, now here's the strategy. Und wenn wir jetzt 2. Timotheus 2, Vers 2 anschauen, dann ist es, als wenn
Paulus jetzt sagt, und hier ist jetzt die Strategie zu diesem Traum. Paul kind of took a look at Jesus' big dream and said, okay, here's how we can actually get this thing done. Und ich glaube, dass Paulus so diesen Traum von Jesus angeschaut hat und gesagt hat, und hier ist jetzt, wie wir diesen Traum umsetzen. And what you see is actually 4 generations of reproduction in 2 Timothy 2:2. Und wir finden hier in 2. Timotheus 2,2 eigentlich 4 Generationen von Reproduktion. Let's go ahead and put those on the screen. Können wir die mal sehen hier vorne bitte? And so what you see is you see the first generation with Paul, Erste Generation ist Paulus. and then Paul apprentices Timothy, Paulus lehrt den Timotheus. and then Timothy invests in reliable men, Der soll in treue Menschen investieren, and then they invest in people who are qualified to develop others. die wiederum fähig sind, andere zu lehren. And so what you really see there, you see 1, 2, 3, 4 generations of reproduction. Und ihr seht hier wirklich 1, 2, 3, 4 Generationen von Reproduktion. And I love that idea that Jesus has this big dream, but Paul has this very specific kind of strategy of here's how we can pull this off. Und mir gefällt dieser Gedanke zu sagen, Jesus hatte diesen Traum, das große Bild, und Paulus hat dann die Strategie entwickelt, wie kommen wir dahin. And here's something I think is important for every church leader to understand. Und hier ist etwas, von dem ich glaube, dass es wichtig ist für jeden Gemeindeleiter. You need both of these things. You need to dream big, but you have to start small. Und du brauchst beides. Du musst groß träumen, aber du musst klein anfangen. Because, I mean, you're going to have this big dream on your napkin, Denn ihr werdet jetzt diesen großen Traum auf eurer Serviette haben, but you're going to start small by apprenticing those 3 people that you put on that page. aber ihr werdet klein anfangen, indem ihr eine Azubi-Beziehung eingeht mit diesen 3 Leuten, die ihr gerade aufgeschrieben habt. And I think you do both those things, and that's the stuff of movement making. Ja, und ich glaube, wenn ihr beides tut, groß träumen, klein anfangen, dann setzt sich was in Bewegung. Now, I want to give you a specific tool about how we apprentice people at Community. Ich möchte euch jetzt ein spezielles Werkzeug mitgeben, mit dem wir bei uns Leute ausbilden. And we call this tool the 5 steps of apprenticeship. Wir nennen es die 5 Stufen der Leiterschaftsentwicklung. Maybe I should get a kind of Manuel. Come up here. You want to help me? I need a volunteer. I'm going to volunteer somebody. Manuel, let's welcome Einen him. Thank you Freiwilligen, very den habe much. ich gerade ausgewählt. Lass Give uns him a mal einen little love. Applaus There you geben go. für Manuel. All right. Okay, You can come over here. You're my apprentice. du bist jetzt mein Azubi. All right. Good man there. I want you to think about the 3 people that you wrote down. You got it? Ich möchte mal, dass du kurz an die 3 Leute denkst, die du niedergeschrieben hast. And I want you to imagine walking through this 5 steps with your own apprentice. Und ich möchte, dass du jetzt dir vorstellst, wie du diese 5 Schritte mit deinen 3 Azubis durchläufst. All right. So step number 1, and you can see it on the screen here, is I do, you watch, and then we talk about it. Und Schritt Nummer 1 ist, ich mache, du schaust zu, wir reden drüber. So let's say that Manuel and I, we're leading a missional team together. Stell dir mal vor, wir leiten so ein missionales Team zusammen. And we would get together, and I would do everything for the first several weeks. Und wir leiten das Team zusammen, aber ich tue die ersten Wochen alles alleine. And what's Manuel's job? Und was ist Manuels Job? That's right, to watch. Zuschauen. That's right, to watch. But here's the thing, too. Aber hier ist das wichtige Ding. That's really important. Don't forget this last part, and then we talk. Vergesst diesen letzten Punkt nicht. This- Wir reden. That's one of the parts that people often leave out. Das ist nämlich der Punkt, den die Leute oft auslassen. So we'll debrief about how things are going. Wir werden also ein Feedback darüber machen, wie es läuft. And so we're having coffee somewhere, we're talking about our missional team, and I'll ask 3 questions. Und wir haben also einen Kaffee, reden über unser Team und ich habe dann 3 Fragen, die ich stelle. 3 very simple questions. You might want to write these down. 3 einfache Fragen und vielleicht möchtest du die aufschreiben. What worked? Was hat funktioniert? What didn't work? Was hat nicht funktioniert? And how can we improve? Wie können wir es besser machen? Those sound like good German questions. Es klingt wie gute deutsche Fragen. And so our debriefing time, we'll just talk about that. So unsere Auswertungszeit, da reden wir einfach über diese Fragen. And so the conversation does revolve around our missional team, but don't forget, we're also becoming friends. Also wir reden jetzt über unser Team, aber vergesst nicht, wir werden auch Freunde dabei. So in the process, we're sharing things about real life. Denn in diesem ganzen Prozess, da teilen wir einfach Dinge mit über das echte Leben. And that's very, very important. Und das ist sehr, sehr wichtig. Okay, then we get to step number 2. Now, step number 2 is I do, Manuel helps, and then we talk. Und dann kommen wir zu Schritt 2. Und Schritt 2 heißt, ich mache, Manuel hilft und dann reden wir drüber. Let's say, for example, in this case, let's say we're leading a student ministry. Jetzt lasst uns mal als Beispiel sagen, wir leiten so einen Studentendienst. We're leading a small group with college students. So, wir leiten eine Kleingruppe mit Studenten. So maybe at this point, I would say, okay, Manuel, I think you're ready. I want you to lead the prayer time during our group.
Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, weißt du was, Manuel, ich glaube, du bist bereit dazu, du könntest jetzt die Gebetszeit leiten in dem Kleingruppentreffen. So Manuel's never prayed out loud. He's kind of freaked out, but he's going, all right, I'll give it a chance. Okay, Manuel hat noch nie laut gebetet, er ist völlig panisch, aber ich sage, okay, du kriegst jetzt eine Chance. But here's the other thing. In this small group, there's like, what, 12 of us, maybe 10 of us? Everybody already loves Manuel, so even if it's not the world's greatest prayer, who cares? Aber wisst ihr, so ist es. Wir sind jetzt nur 10 Leute in dieser Gruppe und jeder von denen, der mag den Manuel schon richtig und selbst wenn es nicht das beste Gebet ist, was er dann da bringt, was soll's. And so he does that, then we get together and we go through the three questions of what worked, what didn't work, and how can we improve. Also, er macht es, wir kommen dann wieder zusammen und wir reden über diese 3 Fragen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was können wir besser machen. And we're also talking about life. Und wir reden auch über unser Leben. All right, then we get ready for step number 3. And by step number 3, maybe we've been in this for several months now. Und in Schritt Nummer 3, da sind wir jetzt schon ein paar Monate vielleicht unterwegs. Because now the apprenticeship takes a big transition from him helping to all of a sudden he's doing and I'm helping. You do, I help, then we talk. Denn jetzt gibt es diesen großen Übergang von, dass er mir hilft, dazu, dass er es macht und ich ihm helfe. Und dann reden wir. All right, everybody quick, take a glance way back in the back of the room. Everybody look in the back of the room back there. Schaut mal alle nach All right, hinten. sound technicians on the board, everybody Zu wave your den hands. There you Technikern go, und wave so your weiter. hands. Go ahead, you never get acknowledgement. There you go, Ja, good genau. job, Hier, guys. winkt uns mal zu. Let's Hier. say that we're running sound for church and you're my apprentice. Okay, stell dir mal vor, wir werden jetzt für den Sound, für den Ton verantwortlich in der Kirche und du bist mein Azubi. So in step number 1, you watched, and then step number 2, you began to help me. But now step number 3, you're actually running the sound back there, and I Okay. am watching you. Okay, in Schritt Nummer 1 hast du nur zugeschaut, Schritt Nummer 2 hast du mir geholfen, aber in Schritt Nummer 3 bist du jetzt wirklich für die Tontechnik verantwortlich, da hinten an den Reglern und ich schaue einfach nur zu. And then afterwards, again, the very important part, we talk about it. Und dann hinterher wieder der wichtige Teil, wir reden drüber. What worked, what didn't work, how come we got so much feedback, Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wieso gab es so oft Feedback and how are we going to improve next time? und wie können wir es das nächste Mal besser machen. Does that make sense? Very simple. macht So then we Sinn. go to step number 4. Step number Dann kommen wir 4, now zu Schritt you 4. do, and I completely observe, and then we talk about it. Und Schritt 4 wäre dann wirklich, du machst es, ich schaue nur noch zu und dann reden wir drüber. And at this point, the apprenticeship is almost over. Let's say we're working in children's ministry. Und in diesem Zeitpunkt ist dieses Ausbildungsverhältnis schon praktisch fast vorbei. Sagen wir mal, wir sind jetzt im Kinderdienst zusammen. And so if we're doing a kids class, you would completely lead the class, and I would totally just watch. Wir leiten so eine Kindergruppe und in diesem Stadium würdest du die Gruppe komplett leiten und ich würde nur noch zuschauen. So you have the apprentice doing everything, and the more experienced leader just observing. Das heißt, der Azubi macht alles und der Leiter schaut wirklich nur noch zu. And then Beobachtet. finally, you get to the 5th step. Und dann kommen wir schließlich zum 5. Schritt. And so the 5th step, Magda, come up here real quick. Komm mal hier kurz hoch. Okay. Der 5. Schritt. And the 5th step is where Manuel does, Der 5. Schritt ist, Manuel macht es. Ich brauche einen Azubi. She doesn't want to. and so now it goes the full circle where Manuel does, and he brings someone else to observe, and then they talk about it. Jetzt ist praktisch der Punkt erreicht, wo Manuel es tut. Er bringt jemand anders mit rein, der ihm zuschaut und dann reden sie drüber. Does that make sense? Macht es Sinn? All right, let's give them a hand. Thank you. Komm, lasst uns mal einen Applaus geben. Dankeschön. All right, here's the deal. Okay, hier ist der Deal. If there is one thing, if I only got to pick one thing that I would, and I only had 10 minutes with you, and that's all I had for this whole conference, this is what I'd give you. Wenn ich jetzt wirklich nur 10 Minuten hätte auf dieser ganzen Konferenz, um euch was mitzugeben, das wäre diese eine Sache, die ich euch mitteilen würde. If there was only one thing that you take away from this conference and you share with your whole church over and over again, this would be the one thing. Wenn es nur eine einzige Sache geben sollte, die du mitnimmst von dieser Konferenz und mit deiner Gemeinde teilen, das müsste es sein. If there was only one thing you stole, went home and told everybody you thought of this and you made this up, I'd want this to be the thing. Okay. Und wenn es nur ein Ding gibt, was du jetzt heimlich stiehlst, nach Hause gehst und behauptest, du hättest es selber erfunden, lass es dieses Ding sein. Okay? Let me ask you this. Let's be truthful here. How many of you have seen this or something very similar to this before? Raise your hand. Mal die Frage, wie viele von euch haben Go so ahead, go etwas keep oder up was there. Everybody look Ähnliches around. schon vorher gesehen? Streckt doch mal kurz. All right. Let me ask you this then too. Jetzt lasst mich euch was fragen.
How many of you have ever taken somebody all the way through those 5 steps? Wer von euch hat wirklich schon jemand durch alle diese 5 Schritte durchgebracht? Okay, we got a few more. Here's the deal, people. I'm Hier ist der telling you Deal. this. Don't underestimate this because it's so simple. Tut das nicht unterschätzen, weil es so simpel aussieht. The only reason this hasn't worked is because we haven't tried it. Der einzige Grund, wenn es nicht funktioniert hat, warum es nicht funktioniert hat, ist, dass wir es nicht probiert haben. And this is the way it is with movement principles. Movement principles innately are simple and therefore reproducible. Und das ist immer die Sache bei so Bewegungsprinzipien. Sie sind einfach und deshalb kann man sie reproduzieren. I mean, if it would help for me to get on my knees and beg you, I would. Please, 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 put this to work. Okay, wenn es irgendwie hilft, dann gehe ich jetzt auf meine Knie und bettel euch an, bitte, 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 setzt dieses um. I mean, whether you're an artist or whether you're in kids ministry or student ministry or adult small groups, this works across the board. Ob du jetzt Künstler bist oder im Studentendienst bei den Kindern oder wo auch immer, das funktioniert überall auf der Welt. All right. I don't have a time down here, so could you guys give me a time back up here? Because I want Könnt to ihr make mir sure I die Zeit wieder stick hier with auf den Screen the bringen time that we hier? need Ich there. muss wissen, ob ich noch They don't know how much time. im Kurs bin. I'm done with time. I don't speak German. Help me out. Wir haben hier vorne so verschiedene 10 more Fenster minutes? offen. Okay. All right. You can give me a high sign when I got 3 to go. Okay. So here we go. Here's the next kind of leader. The next relationship that a leader needs. A leader also needs peers. Perfect. A leader also needs peers. Okay. Ein Leiter, und das ist die dritte Beziehung, die jeder Leiter braucht, ein Leiter braucht Kollegen. One of the gatherings that we launched even before we had our first worship service was what we called a leadership community. Und bevor wir überhaupt unseren ersten Gottesdienst gemeinsam gefeiert hatten, hatten wir ein anderes Treffen, nämlich die Gemeinschaft unter den Leitern, so haben wir es genannt. We would bring together all of our leaders, apprentice leaders, and coaches and staff, everybody together. Wir haben also alle unsere Leiter, Azubis und Coaches und die Vollzeitler zusammengeholt zu einem Treffen. They might be from children's ministry or student ministry, adult ministry, or even in the arts or Kinder, hospitality. Studentendienst, Erwachsene, Künstler aus allen Bereichen. And in this gathering, it would take about 2 hours, and we'd do 3 things. Und in diesem Zusammenkunft, die hat ungefähr 2 Stunden gedauert und da haben wir 3 Dinge getan. We would have what we called vision time. Wir hatten so eine Visionszeit. And during that vision time, for about a half an hour to 45 minutes, I would say, hey, here's where we're going next. Here's the next hill we're taking. Okay, und in dieser Visionszeit, da habe ich darüber geredet, hey, was werden wir als nächstes anpacken? Was ist das nächste Ziel, was wir erreichen wollen? Leaders like to know where you're headed next. Denn Leiter wissen gerne, wo es hingeht. We would also, the second thing we do, we'd have what we called huddle time. Die zweite Sache, die wir gemacht haben, das war die Zusammenhängenzeit oder wie auch immer. And basically what that is a coach would get in a circle with his small group leaders and their apprentices. Und in dieser Zeit war es im Wesentlichen so, dass ein Coach sich mit seinen paar Leitern zusammengesetzt hat. And they would talk about how things are going. And in a minute, I'll give you 6 coaching Und questions. in dieser kleinen Gruppe haben sie dann einfach darüber geredet, wie es läuft bei ihnen. So we did vision, we did huddle, and the third thing we do is we'd also have a skills training. Also wir haben Visionen gemacht, wir haben dieses gemeinsame Zeit in kleinen Gruppen gemacht und dann haben wir ein praktisches Training gemacht. But it was really just leadership skills, how to become a better leader in ministry. Und dabei ging es wirklich um Leiterschaftsfertigkeiten, die wir gelernt haben. But the most important thing that happened at those leadership community gatherings was that peers got to be together. Aber das Wichtigste, was bei diesen Treffen passiert ist, ist, dass Kollegen zusammengekommen sind. And in many ways, it's kind of like this conference. Das ist ähnlich wie was hier passiert. Ja. My hunch is the most important thing that happens at this conference is not me talking. Mein Tipp ist, meine Erwartung, dass wahrscheinlich das Wichtigste, was auf dieser Konferenz passiert, nicht meine Messages sind hier, It's you guys getting to hang out with each other, isn't it? sondern das Wichtigste ist, dass ihr zusammen miteinander abhängt. Am I right? Richtig? I think in some ways you invite a speaker because that's kind of an excuse for you guys to all hang out together. Und ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, ihr ladet einen Redner ein, weil dann habt ihr eine Ausrede für einen Grund dafür, endlich mal wieder miteinander abzuhängen. So true. There you go. And that's what happens in a leadership community. They get a chance to have this kind of experience amongst leaders. Und das ist das, was wir in unserem Leiterkreis da gemacht haben, damit wir diese Erfahrung unter Leitern machen And können. those peers, those leaders, they need peers like that.
Und Leiter brauchen Kollegen, mit denen sie zusammenkommen können. The fourth kind of relationship that a leader needs, they need a coach. Die vierte wichtige Beziehung für einen Leiter ist ein Coach. All right? Let me give you what I'm going to call 6 coaching questions. Und jetzt lasst mich mal 6 Coaching-Fragen euch weitergeben. Now, these 6 coaching questions, I've used this with leaders, I've used this with staff, I've used it when I'm training church planners. Und ich gebrauche diese mit Leitern, mit unseren Vollzeitlern und auch mit Gemeindegründern. And I'm telling you, this is a great tool to have kind of in your back pocket because if you're like me, you kind of run from meeting to meeting to meeting, event to event to event, and sometimes you're not as prepared as you'd like to be. Und ich sage euch, das ist ein großartiges Werkzeug, was man immer so in der Hosentasche haben sollte, denn wenn es euch geht wie mir, dass du von Meeting zu Meeting rennst, dann ist manchmal auch nicht genug Zeit, sich richtig vorzubereiten. But if you memorize these 6 coaching questions, you are always ready to develop a leader. Aber wenn du diese 6 Coaching-Fragen auswendig kannst, dann bist du immer vorbereitet, einen Leiter zu entwickeln. So let me just kind of run through these very quickly. Deswegen lasse ich mal ganz kurz durch diese Fragen durchgehen. Okay, the first question is, how are you doing? Die erste Frage, wie geht es dir? Never forget this, okay? Again, Vergiss at das the nie. core of all good coaching is really just relationships. Das Herzstück von jedem guten Coaching ist wirklich Beziehung. And it may sound cliche, but it's absolutely true that people don't care how much you know until they know how much you care. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie ein Klischee, aber die Leute kümmert es nicht, was du weißt, wenn sie nicht wissen, dass du dich um sie kümmerst. So make sure the first conversation you have, the first question you ask in a coaching conversation is, how you doing? Und deswegen ist die erste Frage in so einem Coaching-Gespräch, wie geht es dir? I mean, because if someone's in a fight with their spouse, or if their kids are giving them grief, or they're sick, or they have financial trouble, it's hard for them to really focus on what you're talking about. Denn wenn jemand gerade Probleme hat in seiner Ehe oder mit seinen Kindern oder ist vielleicht gerade krank, angeschlagen, dann wird es schwierig sein, sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. I mean, you have to deal with real life. Denn du musst dich einfach mit dem wirklichen Leben beschäftigen. So that's the first question. The second question Deswegen ist das die erste Frage. is what are you celebrating? Die zweite Frage ist, was feierst du? Almost every meeting that we have at Community begins with the question of, where are we winning? Fast jedes Treffen, was wir bei uns haben, beginnt mit der Frage, hey, wo haben wir gerade einen Sieg Or eingefahren? sometimes we'll just say, where is God at work? Manchmal fragen wir auch, wo ist Gott am Wirken? And by actually having this as a second question, it reinforces the vision and values of your church. Und indem das die zweite Frage ist, das verstärkt die Werte und die Vision der Gemeinde. Because they'll bring up things like life change and leadership development and reproducing groups and people becoming Christ followers. Denn sie bringen dann so Dinge wie Lebensveränderungen oder eine Gruppe hat sich multipliziert oder Leiter sind weitergekommen. And here's the other thing. In kind of the Christian church culture, we don't really have permission to talk about where we're winning. Hier ist diese wichtige Sache. Mir scheint es oft so, in unserer christlichen Kultur ist es nicht wirklich erlaubt, darüber zu reden, wo wir Siege haben. I think somehow we think it's like we're bragging about ourselves. Und ich habe das Gefühl, dass wir dann manchmal den Eindruck haben, dass wir dann so stolz und angeberisch You sind. know what I mean? Wisst ihr, was ich meine? And so if you ask them, hey, where are we winning? That's like gives them permission. Hey, tell me what good stuff is going on. Und deswegen, wenn du deine Leute fragst, hey, wo gewinnst du gerade, dann gibst du ihnen so And die then- Erlaubnis zu erzählen, hey, was läuft gerade gut bei dir? And then you get to celebrate and pat them on the back and say, way to go. Und dann kannst du feiern, sie auf den Rücken klopfen und sagen, hey, super, wir können weitermachen. And it keeps the conversation positive. Und es hält das ganze Gespräch in so einem positiven Rahmen. And it sets you up then for the third question. Und dann sind wir bereit für die dritte Frage. And the third question is, what challenges are you facing? Denn die dritte Frage ist, welche Herausforderungen hast And du you're gerade? probably thinking, okay, finally we're getting to something productive. Und vielleicht denkst du jetzt gerade schon, endlich kommt mal was Produktives zum drüber reden. This is productive, but never forget the relationship. The relationship is always the task. Es ist alles produktiv, denn vergiss niemals, die Beziehung ist immer die Aufgabe. Now, the temptation will be to want to solve the question, but here's the next question you have to ask is, how are you going to tackle those challenges? Okay, und die Versuchung bei dieser dritten Frage wird immer sein, dass du gleich mit guten Tipps kommst, wie man die Sache lösen kann. Aber deswegen die Frage 4, ganz wichtig, dass du fragst, was tust du, um diese Herausforderung zu bewältigen? Everything inside you is going to want to fix it for them. Alles in dir drin wird gerne wollen, das für den anderen zu erledigen. Because you're going to go, I know this one, I can be the hero, I can come through for Denn him. du denkst, ich weiß, wie man das hinkriegt, ich kann der Held sein, ich werde das einfach für ihn erledigen. But you really need to resist that urge and then push on them and ask them questions like, well, what would you like to see happen?
Aber du musst wirklich dieser Versuchung widerstehen und stattdessen Fragen stellen, wie, was würdest du denn gerne sehen, was passiert? What needs to take place in order for that change to occur? Oder was musst du tun, damit eine Veränderung How passiert? do you think you could overcome that challenge? Was meinst du, wie kannst du diese Herausforderung überwinden? I mean, in many ways, good coaching is kind of like good parenting. In mancherlei Hinsicht ist gutes Coaching wie Elternsein. I mean, they need to struggle and try to figure it out for themselves. Sie müssen sich da selber durchkämpfen und selber herausfinden, wie die Lösungen sind. And see, if they can figure it out for themselves, then in time, they won't need you to coach them. They'll be able to coach others. Denn wenn sie selber die Lösungen herausfinden, dann werden sie auch vorbereitet sein, nicht mehr von dir abhängig zu sein, sondern andere auszurüsten. So spend the most of your time on question number 4. Deswegen verbringe die meiste Zeit mit dieser Frage Nummer 4. But then you will get to question 5, and that's, okay, how can I help you? Dann kannst du zu Frage Nummer 5 noch kommen und fragen, wie kann ich jetzt dabei helfen? Because there will be times where maybe they don't really know. Denn es gibt wahrscheinlich auch Zeiten, wo sie es einfach wirklich nicht wissen, wie sie weiter. And they really do need your experience and your expertise. Wo sie wirklich deine Erfahrung und deine Expertenschaft brauchen. But make sure you resist the temptation to give it to them too early and to make yourself look good. Aber pass wirklich auf, dass du dieser Versuchung widerstehst, deine Lösung zu früh zu geben. And then the last question you end with is, how can I pray for you? Und die Frage, mit der du endest, ist, wie kann ich für dich beten? And I would encourage you also, give them the opportunity to pray for you as well. Und ich ermutige euch, gebt auch euren Azubis die Möglichkeit für euch zu beten. Because at the core of this whole thing, it's a relationship. Denn im Kern dieser ganzen Sache steht eine Beziehung. And I'm telling you, the 5 steps, that's the one tool I'd most love to have, but this would be number 2. Okay, ich habe vorher gesagt, diese 5 Schritte ist das erste, wichtigste, was ihr mitnehmen könnt. Das hier wäre Nummer 2 zu mitnehmen. Because if you will memorize these questions and keep those in the forefront of your mind, you will always be ready to develop another leader. Denn wenn du diese Fragen auswendig lernst und immer im Kopf dabei hast, dann wirst du immer vorbereitet sein, einen anderen Leiter zu entwickeln. All right, I think my time is up. Okay, ich glaube, meine Zeit ist um. Vielen Dank, ihr beiden. Unsere Zeit ist noch nicht um. Es gibt wieder die Möglichkeit, zügig Fragen zu stellen, die Dave beantworten wird. Die 5 Schritte, das waren so Dinge, die uns am meisten mit beeindruckt haben. Gerne zügig nach vorne kommen. Auch die nächste Frage darf sich schon anschließen, weil wir haben nur ein paar Minuten, dann gibt es schon leckeres Mittagessen. Wir sollten es nutzen. Okay, question. Sure. You said that's a process of building friendships. So how do you manage building friendships and accountability, you toward them and they toward you? Sometimes it's a bit difficult. Okay, du hast uns ermutigt, Freundschaften zu bauen, aber meine Frage ist, wie bringst du Freundschaft zusammen mit Rechenschaft, dass du Rechenschaft forderst von jemandem? I think accountability, oh sorry. Because he spoke English, I thought I just... Ja, okay. I translated already. I think accountability is not something you can force on someone. Ich glaube, dass Rechenschaft nicht etwas ist, was du jemand aufzwingen kannst. I think accountability is something that has to be requested of the other person. Ich glaube, dass Rechenschaft etwas ist, was von der anderen Person erbeten werden muss, oder? Yeah. And so if the other person doesn't want to be accountable, you can't hold them accountable. Okay, und so wenn diese andere Person nicht Rechenschaft dir ablegen will, dann kannst du sie auch nicht einfordern. But I do think that before you invite someone to an apprenticeship, I would be very clear, like Jesus was, about the expectations. Aber ich bin davon überzeugt, bevor du jemand überhaupt einlädst, dein Azubi zu werden, solltest du, so wie Jesus, sehr klar über die Erwartungen reden. So you can be very clear and say, okay, because I'm training you because I want you to go ahead and be a leader. Du solltest also klar sagen, ich bilde dich aus, weil ich möchte, dass du weitermachst und selber Leiter wirst. And I think at that point it gives the person the opportunity to opt out. Und an dieser Stelle gibst du den Leuten schon die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Now, one of the things that we do at Community Eine Sache, die wir bei uns tun, is we actually have leadership expectations. wir haben schriftlich fixierte Leiterschaftserwartungen. And so when I'm in an apprenticeship, that'll often be one of the first things I'll go over with somebody. Hey, here's the leadership expectations that we want you to aspire to. Are you agreeable to that? Und das ist meistens eine der ersten Sachen, die ich dann mit einem Azubi durchgehe, dass wir einfach sagen, guck mal, wir haben gewisse Erwartungen an unsere Leiter und bist du bereit, da mitzumachen? And so that really is up to them, and they have to agree to that. Und dann können wirklich die Leute selber entscheiden und dem zustimmen. Okay, danke schön. Die nächste Frage.
mich würde interessieren, wie er damit umgeht, wenn Menschen in der Stufe der Leiterschaft ja, hierarchisch nach oben befördert worden sind und man dann irgendwann den Status merkt, eigentlich ist die Person an ihrer persönlichen Leistungsgrenze angekommen oder hat vielleicht auch ihren Horizont überschritten. Wie geht er da damit um mit dieser Thematik? Dankeschön. That's terrific question. Eine wunderbare Frage. If someone is kind of at their capacity, Wenn jemand an der Grenze seiner Kapazität ist, they probably won't be able to develop a following that's great enough to allow them to move into the next role. dann, they will be able, Will not. dann werden sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, jemand auszubilden, der auch zur nächsten Ebene weitergeht. And so in some ways, the system demands that you have to create a following to move to the next level. Okay, weil praktisch unser System setzt ja voraus, dass du einen Nachfolger so weit entwickelst, dass er deine Position übernehmen kann, bis du zu der nächsten weiterziehen kannst. To move from being an apprentice leader to a leader, you have to have enough people in your follow you in a small group to be a leader. Zum Beispiel, wenn du vom Azubi zum Leiter werden willst, dann müssen da genügend Leute sein, die auch in deiner Gruppe sein wollen. And to move from being a leader to a coach, you have to have enough other apprentices and leaders that will also want your coaching and follow you to become a coach. Und wenn du vom Leiter zum Coach werden willst, dann muss es ja erstmal genügend Azubis geben, die du ausgebildet hast und dir dann als Coach folgen wollen. Now the places where we mess it up Das Problem ist, dass wir es durcheinander bringen oder versauen. are those times when I cheat the system Das ist nämlich genau diese Zeiten, wenn ich das System betrüge. and I start going, oh my gosh, I need more coaches. I'm just going to put that person in there Wenn ich mich sage, oh Mann, wir brauchen dringend Coaches und ich setze die Person einfach da ein, before they've proven their own faithfulness and following. bevor sie durch diesen Prozess selber durchgegangen sind, sich bewährt haben da drin. And so in those situations, then we have to deal with that and have the hard conversation about moving them to a different place. Und das sind dann die Dinge, wo wir dann auch später damit wieder umgehen müssen und dann die schwierigen Gespräche führen und die Leute wieder da rausnehmen, weil wir merken, es passt doch nicht. Does he have a follow-up on that? Does that make sense? Ist gut? Ja. Yeah. Thank you. Selbst in dem Fall, wenn alles gut läuft, wann und wie endet eine Azubi-Beziehung? Even in case everything goes right, when does the relationship end, the apprenticeship relationship? If everything goes right, when does the apprentice relationship end? It's fascinating because those can sometimes continue to grow for years and even multiple years. Sehr unterschiedlich, denn die Beziehungen können manchmal auch für Jahre und viele Jahre weiterlaufen. So, like for example, my example with Troy. Zum Beispiel das Beispiel mit Troy. Troy was my apprentice leader in my small group, Er war schon mein Azubi in der kleinen Gruppe and now even though he's leading a whole network of churches, I'm still apprenticing him. und jetzt, obwohl er ein ganzes Netzwerk von Gemeinden leitet, leite ich ihn immer noch an. Ich bilde ihn immer noch weiter aus. And so we still have regular conversations. Wir haben also immer noch regelmäßige Gespräche. So some of those can go on for years and years. Also manche Beziehungen können Jahre weitergehen. But then others, because they'll develop a different following and report to someone else, and they may not. Und andere enden dann, weil sie selber Nachfolger entwickeln, sich in eine andere Richtung entwickeln und dann enden Does that die make sense? Beziehungen. Yeah. Okay. I'm an Englishman who has the misfortune of having been born on the 4th of July, so I apologize for Congratulations. Ich bin am 4. Juli geboren als Engländer, Unabhängigkeitstag It's in den bad, Staaten. that's less. I thought that was good. Okay. I've coached in both the spiritual world and in the sports world. In the sports world, I coached rugby for many years. You look like a rugby The player. best game in the world, okay. Now, I found in the secular world, in the sports world, people are more honest sometimes than in the Christian world. For example, if I was to say to a team member, "How are you?" he would tell me how he was. If I had a group of pastors, which I do, and say, "How are you?" Everything's wonderful, everything's fine. We're great, church is good, my family's good. You know they're not. You know they're hurting deep inside. Yeah. I want to know how you get from that first step of asking the question to getting an honest answer. Okay. Also, Okay. ich habe als Wir übersetzen Ja, erst. Ich habe als Coach im Sportbereich gearbeitet und ich habe festgestellt, dass die da manchmal ehrlicher sind als im christlichen Bereich. Denn wenn ich meine Mitspieler oder meine Spieler gefragt habe, wie geht's dir, habe ich eine ehrliche Antwort gekriegt. Wenn ich einen Pastor frage, wie geht's dir, kriege ich oft eine geheuchelte Antwort. Oh, alles ist wunderbar im Herrn. Und
meine Frage an dich ist, wie kriegst du das mit dieser ersten Frage hin, dass die Leute dir wirklich ehrlich sagen, wie es ihnen geht? Yeah, very insightful, and I agree with your premise. Ja, ich bin einverstanden mit dem, was du beobachtet hast. Ich sehe das auch oft. Yeah, and my experience has been this. Meine Erfahrung ist folgende. When when I ask those questions to like an apprentice leader or ask someone who's like a volunteer in my church, they are honest. Wenn ich diese Frage an jemanden stelle, der mein Azubi ist oder ein Freiwilliger in meiner Gemeinde, die sind ehrlich. And lots of the people in our church are brand new Christians, don't have a church background. Und viele von den Leuten bei uns in der Gemeinde sind ganz neue Christen, die haben keinen religiösen, kirchlichen Hintergrund. So they didn't get enculturated in this kind of like I have to pretend like everything's okay. Und die sind also noch nicht damit so geimpft mit dieser Kultur, oh, ich muss so tun, als wäre alles in Ordnung. But I acknowledge I think the struggle does become more with pastor types. Aber ich bin einverstanden, dass dieses Problem eher mit diesen Pastoren unterwegs ist. Because if I tell you my marriage is in trouble and you leak that out, it could jeopardize my job. Denn wenn ich dir sage, hey, meine Ehe ist gerade echt in einer ganz schwierigen Situation und du erzählst es irgendwie rum, dann könnte es meinen Job gefährden. Yeah, I mean if I tell you, yeah, I'm having a hard time not clicking on inappropriate websites and that leaks out, then you know what? That's bad news for me. Okay, denn wenn ich dir jetzt ehrlich sage, sagen würde, ich habe ein Problem mit irgendwelchen Websites, auf die ich rumsurfe oder nicht drauf zu surfen und du erzählst es weiter, dann könnte es wirklich Probleme für mich verursachen. But my apprentice leader, you know, who's working as an accountant who wants to get over his addiction, it's an easier thing for him to tell me about it. Wenn es jetzt um meinen Azubi-Leiter geht, der zum Beispiel irgendwo arbeitet als Kaufmann, und er erzählt mir was, das ist für ihn wesentlich leichter, sich mir anzuvertrauen. I do think the questions work, but it demands honesty on both sides, and I think there is a unique challenge in kind of the Christian subculture about that. Okay, ich glaube also, die Fragen funktionieren doch. Es gibt eine gewisse Herausforderung, aber es liegt dann manchmal an unseren christlichen Subkulturen. Okay, letzte Frage. Last question. Wie vermeidest du Eifersucht? Manuel, er ist Azubi von Dave Ferguson und ich nicht. Wie vermeidet ihr das? I wish that was a problem. Ich würde mir wünschen, dass das ein Problem wäre. At Community Christian Church, I'm not that big a deal. Also bei uns in Community bin ich nicht wirklich so diese große Nummer. And there's a guy, a friend of mine, Warren Bird, who works for Leadership Network. Ein Freund von mir, Warren, der arbeitet für unser Netzwerk. And Warren was doing some surveys with larger churches across the United States. Und er hat so ein paar Umfragen, Untersuchungen gemacht mit größeren Gemeinden in den Staaten. And he came to community and said, hey, could I do some surveys with your people? Because we're trying to find out some information about large churches across America. Und er hat mich gefragt, hey, können wir bei euch auch so eine Umfrage machen, denn wir versuchen so Informationen zu sammeln von großen Gemeinden in Amerika. And I said, yeah, if you'll report back to me, I'm sure there's things we could learn. I'd love for you to do it. Ja, und wenn du mir dann die Ergebnisse sagst, da sind sicher auch Sachen dabei, die wir lernen können. Mach das. And so he met with a whole bunch of people, some that were brand new, some that were been around for a while, some that were leaders. Und er hat sich dann also getroffen mit ein paar ganz neuen Leuten, mit welchen, die schon eine Weile da sind und dann auch mit welchen, die schon Leiter sind. And afterwards we sat down and he debriefed me. Und hinterher sind wir dann also zusammengesessen und er hat mir die Auswertungen mitgeteilt. And this is his quote. Und das ist ein Zitat von ihm. He said, Dave, you're kind of a big deal out there, but you're not a very big deal here. Und er sagte zu mir, Dave, du bist irgendwie eine ziemlich große Nummer überall sonst, aber nicht hier. And then he said, but you know what is a big deal? Aber weißt du, was wirklich großartig ist? Helping people find their way back to God. Was wirklich großartig ist, ist euer Slogan, euer Motto, Menschen den Weg zurück zu Gott finden helfen. And to be honest, I don't even know how we created that culture. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie wir diese Kultur eigentlich implantiert haben.
Maybe it's because, like, my younger brother, we've been on the team together the whole time, and he always makes fun of me. Vielleicht liegt es daran, dass mein jüngerer Bruder die ganze Zeit mit mir im Team war und mich immer veräppelt. Maybe it has something to do with kind of the apprenticeship and always trying to move other people forward. But in our setting, I mean, I think it is a problem other places, but it's not really, I don't know, it's not a big deal. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, mit unserem Azubi-System, dass wir immer bemüht sind, Leute nach vorne zu bringen und weiterkommen zu lassen. Aber wie auch immer, ist es wirklich so, ich bin nicht so die große Nummer. Es ist auch kein großes Problem, dass Leute unbedingt mein Azubi sein wollen. I think the harder, oops, I'm running out of time. The harder issue is when I take on an apprentice, sometimes it's easier for me to attract people to my groups because I get to speak to everybody all the time. And then when they become my apprentice, it's harder for them because they don't have access to all these people. Okay, das Problem ist vielleicht eher, dass manchmal es mir leichter fällt, Azubis für mich zu bekommen, weil ich spreche an ganz verschiedenen Orten, ich bin da präsent, ich kann bewerben sozusagen, aber dann für meine Azubis wird es dann wesentlich schwieriger, selber wieder Azubis zu finden. But I don't think that was very helpful, but sorry. Ich glaube jetzt nicht, dass es sehr hilfreich war, aber okay, sorry. Okay, vielen Dank euch beiden für den guten Job. All right, good evening. Guten Abend. Guten Abend, my bad. I think my favorite moment of the day occurred with an exchange I had with one of the attenders here. Ich glaube, mein Lieblingsmoment an diesem Tag war ein Austausch, den ich mit jemand hatte hier. And they came up to me and said, "Hey, I want to show you my dream napkin." Und die Person kam zu mir und sagte, hey, ich möchte dir meine Traumserviette zeigen. So I'll tell you what I want you to do, because I know all of you haven't quite done this yet. So I want you to turn to the person next to you and say, "Hey, I want to see your dream napkin." Ich weiß nicht, ob das alle von euch schon gemacht haben, deswegen dreh dich doch mal um zu deinem Nachbarn und sag ihm, hey, ich möchte mal deine Traumserviette sehen, okay? Ja. All right, I got to tell, I just saw Stefan's dream napkin. He pulled it out of his pocket. Ich habe gerade Steffens Traumserviette gesehen, Look like die this. sieht relativ zerknüllt aus. I think he blew his nose with it. Er hat seine Nase damit geputzt. For some of you, seriously, what's standing between you and this next breakthrough is really saying your dream out loud. Jetzt ganz ernsthaft, für manche von euch ist das, was zwischen dir und deinem nächsten Durchbruch wirklich steht, diese Serviette, dass du sie And you might have thought, oh, well, ausfüllst. that was just a cute little illustration that Dave did. Es ist nicht nur einfach eine nette kleine Illustration, die hier gemacht haben. But what some of you need to do, you need to write this down on this napkin, show it to somebody else, and hear someone else say, you can do it. Sondern du musst das wirklich tun. Du musst das draufschreiben auf diese Serviette und du musst jemand zeigen und dann diese Worte hören, hey, du kannst es wirklich schaffen. I want to go back to where we started with the very simple but challenging equation. Ich möchte noch mal zu unserer einfachen, aber herausfordernden Gleichung zurückkommen. We talked about multiplying Wir haben churches über multiplizierende plus Gemeinden missional geredet people und missionale Leute. equals missional churches, missional Es movement. gibt eine missionale Bewegung. For several years, almost from the very beginning at Community, we were good at this first thing of being a multiplying church. Für einige Jahre, unsere ersten Jahre in Community, da waren wir ziemlich gut in diesem ersten Punkt, multiplizierende Gemeinde. By God's grace, people influenced us, so we understood how to multiply leaders and multiply artists. Durch Gottes Gnade wurden wir beeinflusst und wir wussten, wie wir Leiter heranbilden und so weiter. And early on, we understood how to multiply groups and teams and even services and then soon campuses. Und schon von Anfang an haben wir verstanden, wie wir Gruppen und Teams vervielfältigen können und sogar auch Gottesdienste und sogar auch Standorte. And we even got to the place where we began to multiply churches and had a whole network of churches. Und dann sahen wir aber multiplizierende Gemeinden, die ein ganzes Netzwerk hatten. But we began to look at what was going on and we realized, let's go back to the slide, please, Können wir kurz zurück? Ja. that the second part of missional people, that we were not doing as good a job as we needed to. Und dann haben wir aber nochmal genauer hingeschaut und haben gemerkt, ja, in diesem zweiten Teil, was missionale Menschen angeht, da machen wir unseren Job nicht so gut, wie wir es eigentlich müssten. I mean, the idea of trying to mobilize every person for mission, it wasn't happening. Und dieser Gedanke, wirklich jede einzelne Person für die Mission zu mobilisieren, das ist einfach nicht passiert. And so if this was my church, I mean, just a fraction of you were actually doing it, where
what we really needed was everybody to be engaged in the So, mission. wenn ihr jetzt meine Gemeinde wärt, dann war wirklich nur ein kleiner Teil davon, die das wirklich gemacht haben, während eigentlich es alle tun sollten. But one of many pivotal points came for me when I heard this next phrase I want to give to you. Dann gab es aber so einen typischen Punkt für mich, einen Wendepunkt, wo ich diesen Satz gehört habe, den ich jetzt euch sagen möchte. 80% of the people will act their way into a new way of thinking and behaving. Okay, und ich versuche es auf Deutsch zu umschreiben. Also 80% der Menschen, die machen erstmal einfach mit, bevor sie eine neue Denkweise wirklich ergreifen. I had the opportunity to write a book called On the Verge with Alan Hirsch. Ich habe mit Alan Hirsch ein Buch geschrieben, das heißt On the Verge, so kurz vor dem Durchbruch könnte man das übersetzen. And the book talks about how churches can make this missional shift that I want to describe to you this evening. Und da geht es darum, wie Gemeinden es schaffen können, diese missionale Kehrtwende hinzukriegen. And really how you can begin to mobilize every person in your church into different domains of life. Und wie du wirklich in den verschiedenen Bereichen des Lebens deine Leute mobilisieren kannst. And we were working together, and we were working on, I remember chapter 6 of the book. Und ich erinnere mich, wie wir an Kapitel 6 von dem Buch gearbeitet haben. And that's when Alan, he said to me, he said, 80% of the people, he said, Dave, you know, 80% of the people will act their way into a new way of thinking and behaving. Und da sagt er diesen Satz, weißt du, 80% aller Menschen ändern ihre Denk- und Verhaltensweise auf ihre eigene Art und Weise. Sie handeln erstmal und How dann many of you have ändern ever sie. heard Alan Hirsch speak before or read any of his stuff? A little Hat show of jemand von euch hands. schon mal Alan Hirsch gehört oder was von ihm gelesen? All right. Brilliant guy. Ein brillanter Kerl. So as soon as he said that, I had two thoughts. Als er das sagte, kamen mir sofort zwei Gedanken. The first thought was, he just made that up. Der erste Gedanke war, ach, das hat er sich einfach ausgedacht. Because we all know that 85% of all stats are made up on the spot. Denn wir wissen ja alle, dass 85% aller Statistiken frei erfunden sind. Or on the other hand, what if this is actually true? Aber dann zweitens, was wäre, wenn das wirklich stimmen würde? As a pastor and someone who loves practical tools, what if there really was a way that I could get every person engaged in the mission, and this had huge significance? Wie wäre es, wenn es wirklich eine Möglichkeit gäbe, jeden Einzelnen mit einzubringen in diese Mission und wenn dieser Satz dabei eine Bedeutung hätte? And as I asked Alan about it, he said, well, it really has a lot to do with the innovation curve. Und als ich Alan darüber befragt habe, dann sagte er, weißt du, das hat eine Menge zu tun mit der Innovationskurve. And the innovation curve tells us that there's like the first 3% are the innovators. Und da die Innovationskurve sagt, die ersten 3% ungefähr, das sind die Innovatoren. And then the first 20% are kind of the early adapters. Und die ersten 20%, das sind die, die Dinge schnell annehmen, die frühen Annehmer. And when you introduce something new into a system, if you can get that 20% to buy in, then you can influence the other 80%. Und wenn du also etwas Neues implantieren möchtest, wenn du die ersten 20% dazu kriegst, mit einzusteigen, dann werden die anderen 80% mitziehen. And I started thinking about other people that I talked to and other things that I'd heard. Und dann dachte ich über andere Sachen nach, die ich gehört habe und über andere Menschen. Chuck Colson from Prison Fellowship. Zum Beispiel Chuck Colson von Prison Fellowship. He would say that if I could get 10% of prison inmates to become Christ followers, then I could influence the whole prison. Er hat viel in Gefängnissen gearbeitet und hat gesagt, wenn ich es schaffe, 10% von Gefängnisinsassen dazu zu bringen, Jesus nachzufolgen, dann werden sie das ganze Klima im Gefängnis verändern. And then I remembered a late night conversation with Pastor Tim Keller from Redeemer Church in New York City. Und dann erinnere ich mich an ein Spätabendsgespräch mit Tim Keller von Redeemers. And I remember Keller telling me, if I could just get 8 or 9% of New York City to be followers of Jesus, I could influence that whole great city. Und ich erinnere, wie er zu mir gesagt hat, wenn ich doch nur 8 oder 9% von